Einmal war es eine Leica, die ich mir als junger Mensch kaufen wollte und habe blauäugig ein gutes Angebot gesehen und natürlich die Hälfte irgendwie überwiesen und dann nie wieder was gesehen von dem Typen. Ich habe schon wirklich oft gehört, wie teuer das teilweise für die Fotografen und Fotografinnen ist, diese Strecken zu machen, weil sie dann am Ende alles selber finanzieren müssen. Da habe ich kurz mir in die Hose gemacht, auf jeden Fall, weil dann halt so ein Eisfilm auf dem Sensor war. Wie oft fotografiert man wirklich mit so einer offenen Blende? Beziehungsweise ich muss sagen, dass ich mich da auch extrem weiterentwickelt habe oder sich da meine Ästhetik geändert hat. 2 Megapixel, der Podcast mit Jules Essig und Luise Blumstengel. Herzlich willkommen. Herzlich Luise. willkommen. Da sind wir wieder. Im besten Fall gab es gerade einen kleinen Jingle. Wir waren nämlich noch kurz spazieren und haben darüber gesprochen, dass wir das gar nicht schlecht finden und irgendwie auch lustig, weil wir jetzt gerade in dem Moment, wo wir es aufnehmen, noch so in dieser Entstehungsphase sind und noch so die letzten Entscheidungen treffen. Aber wenn ihr das jetzt gerade hört, ist halt schon alles entschieden. Richtig. Ja, deswegen, So wie das heutige Thema. so wie das heutige Thema. Aber wie gesagt, im besten Fall habt ihr gerade einen Jingle gehört und wir haben uns vorgenommen, wir möchten einmal über das Cover sprechen. Das wir gestern gepostet haben, kann man ja so sagen. Ja, also jetzt gerade, wo wir es aufnehmen und ihr wisst, genau. Ja, willst du anfangen? Ich möchte anfangen. Ja, wir haben uns das Feines überlegt. Und zwar gibt es 2 Fotos. Auf der linken Seite ist Jules, auf der rechten Seite ist Luise. Und die Idee dahinter ist, dass ich Jules in meinem Stil fotografiert habe und du, Jules, mich in deinem Stil. Das war die Idee. Und deswegen ist auch das linke Bild, also das von dir, Jules, schön mit Licht von der Seite, bisschen sanfter. Und rechts das Bild schön ins Gesicht geblitzt, so wie der Herr Essig das gerne mag. Auch geflasht. Das als Geschichte dazu. Ich glaube haben nicht so viele gemerkt tatsächlich. Nee, ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand gedacht hätte. Ja, Viele dachten so Yin und Yang oder so. Ja. Durch Schwarz-Weiß. Sascha aus dem Studio meinte so, ja, hier bei Mann und Frau und so, das war eigentlich gar nicht die Intention. Es ist ja schon ein bisschen gegensätzlich mit Schwarz und Weiß und so. Und man kann schon auch sagen, dieses Yin-Yang-Thema ist natürlich auch Frau, Mann. Man kann da so sehr viel reininterpretieren, aber wie das natürlich schon ist, man kann sehr viel in alles reininterpretieren, was mit unserem Beruf zu tun hat. Ja. Sehr gute Überleitung zum heutigen Thema übrigens. Obwohl ich mich gefragt habe, ob wir auch noch kurz darüber sprechen wollen, dass es ja auch noch ein anderes Cover gab. Und das ist schon eigentlich eine witzige Geschichte. Ja, die ist ganz witzig. Lass uns die noch kurz erzählen und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Wie war das? Wir haben das Cover geshootet, also du mich, ich dich. Und dann haben wir ich hatte noch einen Film in meiner Kamera drin, den ich noch verschießen wollte, um den aber voll zu kriegen und entwickeln zu lassen. Und dann haben wir den Theresa in die Hand gedrückt und haben gesagt, mach einfach mal ein paar Fotos von uns im Studio hier. Und hat sie dann gemacht und den Film habe ich dann auch entwickeln lassen. Und du hast sie mir nicht gezeigt. Ich habe sie nicht gezeigt, genau, weil ich habe die Bilder dann irgendwann entwickelt und auch angeguckt, aber für mich war klar, das Cover ist das, was wir jetzt gemacht haben, und habe dann einfach die Bilder da so auf der Festplatte vergammeln lassen. Und dann irgendwann hast du mich drauf angesprochen, glaube ich, ne, was mit den Bildern ist, und dann meinte ich halt so, ja, ist jetzt nicht der Rede wert, so. Aber kannst du gerne angucken, wenn du möchtest. Und dann kamst du zu mir am Platz rüber. Bin ich rüber getappelt? Hast dir angeguckt und dann sind wir so durchgegangen und dann hast du tatsächlich schon gesagt, ja, ist nicht der Rede wert. Ja. Aber dann war ein Bild dabei, wo ich dann so meinte, hahaha, witzig, unscharfes Bild, Bambi vorne im Hintergrund, sieht sauwitzig aus. Und dann haben wir, glaube ich, einfach aus Fun das mal so in unser Layout vom Cover eingebaut mit dem Text. Ja, kann man ja auch kurz sagen, wir haben das so in Canva halt designt und so ein paar verschiedene so Textvorlagen gehabt und so und haben dann einfach das jetzige ausgetauscht mit diesem Verschwommenen und kaum haben wir das da reingeladen, gucken wir uns beide so an und waren so, okay, ist eigentlich ganz cool. Und ganz kurz dachten wir dann auch, das wird's, weil wir haben hier so eine Studiogruppe, eine WhatsApp-Gruppe und haben dann halt auch beide Cover einmal reingepostet und meinen halt so, ey Leute, welches würdet ihr nehmen? Und wirklich alle aus dem Studio, 100% haben für das gestimmt, was halt unscharf war und was es jetzt im Endeffekt nicht geworden ist. Wir glauben halt, das ist halt lustiger und Leute, die uns kennen, die Freunde von uns sind, natürlich so voten die für das. Aber als wir uns dann auch nochmal so Gedanken gemacht haben, so für was das Projekt eigentlich steht und
dann haben wir doch wieder das ursprüngliche Cover genommen. Vielleicht posten wir es einfach mal auf Instagram am Ende der Staffel oder sowas. Ja, habe ich jetzt auch gerade überlegt. Ich glaube, es ist schon eigentlich witzig genug, Am Ende posten wir es vielleicht. Ja. Wenn du alle Folgen gehört hast, dann kriegst du es vielleicht mal zu sehen. Und jetzt kennt ihr auch die Geschichte. Hey, lasst es einfach posten, wenn wir diese Folge hier veröffentlichen. Oder so, ja, können wir machen. Ja. Okay. Unser heutiges Thema ist, wir haben gerade noch über den Titel gesprochen, aber wir haben ihn jetzt dabei belassen, Mythen in der Fotografie. Was meinen wir damit? Wir meinen damit größtenteils, da sind wir auch mal von der Folge in der ersten Staffel drauf gekommen, dass das eine ganz coole Idee wäre für eine extra Folge, weil wir immer wieder feststellen, dass es eben, ja, nennen wir es Regeln, Mythen, Ansichten, Meinungen gibt von Profis sowie aber auch von Amateuren, die in der anderen Welt nicht relevant sind oder nicht funktionieren oder was auch immer. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig formuliert auch. Ja, glaube ich auch. Wir werden jetzt gleich ein paar Beispiele rausholen, glaube ich, die ganz witzig teilweise auch sind, die teilweise aber auch ernst sind. Genau, wir haben uns ganz viele Notizen gemacht. Wir haben so eine kleine Liste vorbereitet, die wir abarbeiten auch, weil es einfach ein paar Punkte sind, die wir da gefunden haben, die ja, ich finde es sehr interessant und auch eine witzige Folge. Starten wir mal, oder? Legen wir mal los. Wir hatten das erste Ding UV-Filter schon einmal. Das war die Idee, glaube ich. Das war die Idee. Hatten wir nämlich, glaube ich, in Expectation versus Reality. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habe ich es jetzt irgendwie verdaddelt. Aber das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich halt auch damals dachte, ja, das brauche ich unbedingt. Und natürlich haben die UV-Filter auch einen Sinn. So, ich glaube vor allem damals bei den analogen Kameras hatte das ja noch einen ganz anderen Nutzen. Aber ja, Man muss dazu sagen, du denkst wahrscheinlich immer noch, es hat einen Sinn, aber der Sinn ist anders. Der Sinn ist anders, ja. Also es ist auch heutzutage nicht so, dass ich allen davon abraten würde, ne? Gerade wenn man sein Objektiv schützen will und so, dann ist es ja immer gut, was vor der Linse zu haben. Und wenn man da jetzt auch nicht den allergünstigsten nimmt, dann leidet auch die Bildqualität nicht drunter. Aber ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir nicht glauben, dass jeder einen UV-Filter braucht. Vor allem nicht, wenn er erfolgreicher Fotograf oder Fotografin sein will. Aber vielleicht hast du ja auch eine andere Meinung. Ich habe eine Meinung dazu, also nicht eine andere Meinung, aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen natürlich, aus welcher Sicht betrachtet man das. Und du sprichst ja gerade davon, und das ist auch die Idee der Folge heute, dass es einfach Menschen gibt, die behaupten steif und fest. Okay. Die behaupten einfach, wie sagt man das denn? Felsenfest. Die behaupten einfach felsenfest, dass man einen UV-Filter braucht. Ja. Wegen Sonne, was auch immer. Ich persönlich, keine Ahnung, was ein UV-Filter jetzt genau an dem Bild ändern soll. Ich habe mir teilweise auch mal Tests angeguckt, jetzt aktuell, als wir dann die Folge hatten, mit und ohne UV-Filter. Und der Unterschied ist, wenn überhaupt, so gering. Ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber ich glaube, rein vom Bild her siehst du kaum Unterschied. Also das ist der Punkt, was ich gerade meine, dass wir jetzt schon so drüber reden und es nicht wissen, beweist, dass man es nicht braucht. Okay, aber ich glaube, also jetzt sage ich einmal, was ich glaube. Ich glaube, die UV-Strahlen werden rausgefiltert, die eigentlich früher… Das ist der Sinn der UV-Filter. Ja, genau, aber es hat ja jetzt keinen veränderten Bildlook dadurch. Aber was bringt der dann, der Filter? Ja, in der analogen Fotografie soll es ja deinen Film nicht kaputt machen. Und ich glaube, auch teilweise alte Digitalkameras, da haben die, glaube ich, auch noch irgendwie Technik kaputt gemacht. Aber heutzutage bin ich mir ganz doll sicher, dass man keinen UV-Filter mehr braucht und das auch diesen Sensor nicht beschädigt. Aber ich verstehe es, dass Leute damit ihre Objektive schützen wollen. Ja, so mache ich es auch so. Ja. Sowohl vor Wasser, also vor Tropfen, wenn du da irgendwie… Du hattest ja letztens auch einen Shoot, wo du da mit Models ins Wasser gehüpft bist. Das ist mir egal, Wasser am Objektiv. Ja. Aber Staub und Kratzer. Steine. Genau. Aber falls dann irgendwie doch mal, wenn du gegenstößt und so, ist das super. Ich habe mir meinen ersten UV-Filter gekauft, als ich einen Burnout von einem Motorrad fotografiert habe und das Rad des Motorrads einen kleinen Stein in meine Linse geschossen hat. Und dann war halt ein Kratzer drin. Kein Sprung, aber ein Kratzer. Und dann war halt so, okay, jetzt konnte ich mir mal vielleicht einen UV-Filter kaufen. Ja, okay. Ja, und das Einzige, was mir nur einfällt, es gibt halt wirklich sehr, sehr günstige. Und wenn man so Fan ist davon, dass vielleicht das Objektiv oder
das Bild am Ende nicht ganz knackenscharf ist, dann geht es auch. Aber wenn man wirklich keine Bildqualität verlieren möchte, würde ich nicht empfehlen, den allergünstigsten Filter da vorne dran zu schrauben. Weil da kannst du wirklich Bildqualität verlieren. Und jetzt gerade beim, keine Ahnung, teuren Werbejob, wo dann vielleicht wirklich alles knackscharf sein soll, kann das dann ein bisschen blöd sein. Wenn jemand jetzt hier zuhört und felsenfest behauptet, man braucht einen UV-Filter für die Qualität des Bildes oder für den Sensor oder was auch immer, dann beweise es mir bitte. Ja, Ich bin sehr interessiert daran. Wir zwei sagen auch immer, wir sind offen für Belehrung. Ja. Oder wie sagst du immer? Wir sind ja auch Schüler und Schülerinnen und wir sind offen für Feedback. Prove me wrong, sozusagen. Prove me wrong. Ah ja, das sage ich manchmal. Ja. Genau. Her damit. Nächster Punkt. Bist du bereit? Ja. Ich glaube, ich weiß auch, welcher das ist. Ja, das hast du aufgeschrieben. Die ersten hast auch du aufgeschrieben. Korn ISO. Ja, da haben wir letztens drüber gesprochen im Studio, ne? Da hast du mich aber auch ganz gut bekehrt, muss ich sagen. So. Ich nehme die Sachen, die du sagst, sehr oft sehr zu Herzen. Ich hoffe, das weißt du auch. Ich wurde auch irgendwann davon bekehrt von anderen Menschen. So. Ja. Also den Punkt habe ich aufgeschrieben, weil es immer noch, glaube ich, so ist bei vielen, die sich in diesem Hobbybereich bewegen, dass Korn auf Bildern, also dieses Krisselige und eine hohe ISO ein absolutes No-Go ist. So. Und ich aber in meiner Welt von der Lifestyle-Fotografie, würde ich jetzt mal nennen, fast niemanden mehr kenne, der nicht noch extra Korn draufpackt, nachdem er das Bild bearbeitet hat. Und das hat bei mir den Sinn, dass ich das mache, um das Bild nochmal knackiger zu machen, um es auch ein bisschen natürlicher zu machen, um es ein bisschen vielleicht auch analogiger zu machen, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich das mache, sondern wirklich, es gibt dem Bild einen ganz kleinen mehr Knack. Und das habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt und auch erklärt. Und dann haben wir so 2 JPEGs rausgerechnet und dann hat es schon so, hast du es gefühlt so, glaube ich, ein bisschen auch, ne? Ja, obwohl du es dann wirklich sehr extrem gemacht hast. Also ich glaube, viele denken jetzt auch so, ja, okay, soll ich jetzt irgendwie Körnung in Lightroom auf 50 stellen? So, nee, es geht da wirklich um eine minimale Körnung auf dem Bild. Und da sehe ich auf jeden Fall auch, dass es dann nicht ganz so digital einfach aussieht, irgendwie ebenmäßiger und so. Die Haut sieht besser aus. Die Haut sieht poriger aus und nicht wie eine Puppe. So, das ist ja auch ein Riesenpunkt. Und da spielt halt eben auch dieses ISO-Thema, finde ich, mit. Also Angst vor einer hohen ISO zu haben, ist, finde ich, heute zumindest nicht mehr gerechtfertigt, weil selbst wenn da ein bisschen Korn drauf ist, ist es nicht schlecht, was wir ja gerade schon gesagt haben. Und wenn die ISO richtig hochgeknallt ist, dann hat man da mittlerweile ja auch echt gute Mittelchen und Tools, die das sehr gut korrigieren können. Natürlich sage ich jetzt nicht fotografieren mit 100.000 ISO, aber ja. Aber 90.000 schon okay. Was ist dein Maximum ISO vom Kopf jetzt? Ich muss sagen, das kommt auf meine Kamera an. Also wenn ich die R5 nutze, ja, dann so jetzt einfach mal so vom Kopf raus, so, was würdest du sagen? Also ich gehe ungern über 1600. Was? Ja. Das ist für mich schon so, dass es mir wehtut. So. Echt? Okay. Aber es kommt auf die Kamera an. Zum Beispiel die A7 IV. Sicher, ja. Ja, die ist da nicht so empfindlich, aber dadurch, dass halt die R5 Megapixel hat und so, sehe ich das eher. Ja. Aber die Neues regelt wirklich. Also ich habe schon so krasse. Okay. Da wird es bei mir erst so, wo ich drüber nachdenke. Sorry, dass ich nicht zurückgefragt habe. Alles gut, alles gut. Genau. Und am Ende macht man ja immer noch so ein bisschen Körnung sogar drauf. Ich mache es aber auch wirklich nur so, dass man sieht, wenn man ranzoomen würde. Also keiner würde jetzt auf Anhieb denken, so, oh, hat die da Körnung drauf geballert. Nee, ist minimal nur. Ja. Aber versucht's mal. Das ist schön. Ja, ich habe sonst jetzt immer weggelassen und dann meinte Jules immer, nee, mach mal ein bisschen drauf. Und dann war ich jetzt, okay, stimmt, ich mache ein bisschen drauf. So, wir haben hier nämlich wirklich auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Wir sollten gar nicht zu lange bei einem hängen bleiben, obwohl es auch okay ist, wenn wir ein bisschen abschweifen. Aber als nächstes Vollformat versus APS-C. Das hast du aufgeschrieben. Wirklich? Ich glaube schon. Das hast du zuerst aufgeschrieben, ganz Echt? sicher. Ja, ich habe da nur noch mal so ein bisschen rausgesucht, was so die prägnantesten Dinge eigentlich sind. Warum habe ich das aufgeschrieben? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, weil viele denken, sie bräuchten einen Vollformat. Ach so, ja, gut, das kann sein, ja, dass ich das deswegen aufgeschrieben habe. Aber APS-C ist auch nicht verkehrt. Auch noch kleineres ist nicht verkehrt. Also, ja, zumal die Kamera ja dann leichter ist und kompakter oft. Ja.
Das ist natürlich dann der Vorteil von APS-C-Sensoren und ich glaube generell, Weißt du, warum Leute glauben, dass man eine Vollformatsensorkamera braucht? ja, weil es halt einfach das ist, was die Profis nutzen und was so das High-End ist. Naja, die Profis nutzen ja auch Mittelformat zum Beispiel. Trotzdem will ja auch nicht jeder. Ja, Profis nutzen teilweise ja auch kleine Digicams und so. Also das Genau, kann man ja deswegen, wirklich, also das ist ja auch eigentlich, das Argument ist ja gar nicht mehr so zeitgemäß, nee, dass Profis Vollformatsensoren nutzen. ja, das ist ja bei vielen Dingen, die wir hier sagen, Ja. so. Aber ich kann auch verstehen, dass man halt denkt, jetzt zum Beispiel, egal ob es eine Canon R5 ist, die Sony R5, die Nikon, was weiß ich, was es da alles gibt, so die ganzen Kameras, mit denen die Profis rumlaufen, es sind halt dann immer die Vollformatkameras. Und es wird halt, glaube ich, auch bei den Kameraherstellern immer so als Ja, das ja. Profisegment angezeigt und angepriesen. Und ich glaube, dann denken viele, ja, wenn ich da jetzt auch hin will, brauche ich auch diese Kamera und diesen Sensor. Ich könnte mir vorstellen, dass das vor unserer Zeit passiert ist, dieses Mysterium, weil natürlich die ersten Digicams, keine Ahnung, ob es so war, aber ich glaube, noch kein Vollformatsensor möglich war technisch. Mhm. Und irgendwann kam ja dann der Moment, wo die erste Kamera einen Vollformatsensor hatte. Und wenn man von Vollformat spricht, spricht man ja von 35 mm Format, also dem Ja. echten Filmformat Ja. sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt so ein Einschlag in die Branche war damals, als das passiert ist. Aber das muss halt um die 2000er gewesen sein. Da Mhm. waren wir noch nicht. Quark im Schaufenster, aber ich fast. Ja. Nee, ich war schon geboren. Ich auch, 3. aber halt, ja, genau. Und vielleicht kommt es noch daher. Aber ja, auch da, was du sagst, ich habe Kameras, die haben, ich weiß gar nicht, was die für 7 Megapixel Sensor irgendwie, was auch immer da für einer drin ist. iPhone ist ja auch ein Thema. Ah, du hast doch vorhin hier geguckt, wie viel Megapixel hat eigentlich unser Cover. Kommen wir später noch zu kommen wir Megapixel später noch Wars. zu. Ja. Ja, voll gut. Aber Ja. am Ende, ne, ich finde auch bei APS-C, viele fangen halt mit diesem Sensor an, haben irgendeine Ja, Kamera mit völlig dem in Ordnung. Sensor, Habe ich haben auch dann so halt gemacht. auch ganz viele Objektive, die ranpassen. Ja. Und was einem halt wirklich bewusst sein muss, also wenn ich dann zu Vollformat wechsle, passen meine Objektive nicht mehr. Ganz oft. Naja, Nicht immer, manche, aber ja. genau, wenn es halt dann den richtigen Mount hat, schon. Aber ich weiß noch, bei meiner alten Cam konnte ich dann leider kein Objektiv außer mit dem Adapter. Ich weiß auch noch, dass ich das nicht wusste, einfach als Oh. 18-, 19-Jähriger. Ich wusste das einfach nicht. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass es unterschiedliche Sensorgrößen und Sachen gibt. Ich habe einfach eine 450D Canon mit einem APS-C und dann habe ich irgendwie so ein Objektiv, habe ich mir irgendwann die 5D gekauft und habe ich es drauf bekommen, aber das war halt dann so, nee, geht nicht oder sogar, ich glaube sogar der Spiegel hatte angeschlagen oder sowas. Oh Gott. Also sowas ganz, und ich war so, was ist das denn jetzt? Und gar nicht gewusst, was passiert. Ja. Und dann habe ich das rausgefunden, dass es das gibt. So. Mhm. Aber ja, Ja, ich weiß noch, ich war irritiert. Dadurch, dass ich mit APS-C halt angefangen habe, dachte ich halt immer, zum Beispiel bei einem 30 mm Objektiv, dass es viel näher dran ist, als es ja dann bei einem Vollformat ist. Das muss Und man ich ja auch weiß- erstmal wissen, wenn man da neu anfängt. Genau. Und dann hatte ich halt, ich weiß noch, bei meiner ersten Cam hatte ich halt einen 30 mm und dann bei meiner neuen einen 35 mm. Und ich dachte dann auch, quasi, ich habe das mit dem 35 gekauft, dass das 35 noch näher dran ist. Aber es war dann weiter weg und dann war ich kurz so weit, das wusste ich nicht. Ja, genau. Dass man dann diesen das weiß Crop man hat. ja auch nicht, ja, Ja. dieser Crop-Faktor, der dann entsteht. Ja. Genau. Das dazu. Wo wir auch bisschen- schon beim nächsten Punkt wären, Ja. nämlich das berühmt-berüchtigte 50 mm Objektiv. Ja. Wir können generell sagen, wir haben am Anfang so ein paar kleine nerdy Equipment-Sachen, aber wir kommen auch noch zu ein paar anderen Themen. Ja, das 50 mm Objektiv, wie ich so schön gesagt habe ich 50 Nifty oder andersrum? Das kanntest du nicht, aber Nee, das kannte ich das nicht. heißt wirklich so. Oder 50 Nifty oder Nifty 50? Was heißt denn Nifty? Keine Ahnung, das hatten wir schon mal bei der Folge. Aber es wird auf jeden Fall auch so genannt. Oder auch Pancake-Objektiv, oder? Wird das nicht auch so genannt? Pancakes sind oft 40 mm. Oh, gefährliches Pancake Halbwissen hier. bei mir. Pancake heißt halt, dass es super flach ist. Und das kriegst du Mhm. mit einem 50er, glaube ich, nicht so einfach hin. Ja. Die müssen immer ein bisschen breiter sein. Ja. Ähm, Ja, alle sagen, das ist so das menschliche Auge oder es kommt dem am nächsten. ist Was nicht sagst so du tatsächlich. dazu? Ja, ist tatsächlich nicht eigentlich ist so. viel weitwinkliger, ne? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video, was sehr nerdig genau dieses Thema behandelt hat. Also Titel Was war du so wirklich, machst ist abends? 50 mm das echte Auge. So.
weil mich das natürlich auch irgendwie interessiert hat, wenn ich das da drauf geschrieben habe. Und es ist nicht so. Ich glaube, das Ergebnis war, dass unser Auge eigentlich so ein Ultra-Fisheye-Objektiv ist, eigentlich. Aber unser Blickfeld, was wir wirklich scharf sehen, nur so ein mini Teil dessen ist, was unser Auge eigentlich rundherum wahrnimmt. Das sieht man ja auch, wenn ich dich jetzt angucke. Du bist scharf, alles andere ist für mich unscharf. So. Und dieser Bereich, den ich scharf sehe, das ist ungefähr das 50 Millimeter. Ach so. Aber alles, was drumherum passiert, ist eigentlich viel weitwinkliger, glaube Ja. ich. Und dann hat er aber noch dann das noch viel genauer quasi untersucht. Und ich hoffe, ich gebe es jetzt auch wieder richtig. Ich glaube, sein Ergebnis war 42 Millimeter. Obwohl ich sagen muss, ich mag das nach wie vor richtig dolle. Ich mag es nicht mehr so gerne. Warum nicht? Ich bin ein 35 Millimeter Mensch, wenn dann. Okay. Ich weiß nicht, also in den letzten Jahren hat sich ja Weitwinkel sehr, sehr durchgesetzt. Sehr weitwinklig. Ja. Also man sieht wenige Werbekampagnen, die nicht weitwinklig geschossen sind oder zumindest ein paar Bilder Weitwinkel drin sind. Es gibt ja mittlerweile auch so ganz crazy Sachen, habe ich bei Mugler, kennst du Mugler? Diese Fashion-Brand? Die machen ja so unfassbar. Also das ist schon fast 180 Grad Linse. So, also wirklich so bis auf die Spitze getrieben, diesen Krass. Weitwinkel. Ja, ich finde, also 50 mm, da machen natürlich auch die Brands sehr viel für, dass es eben diese günstige 1.8-Linse immer gibt aus Plastik. Dann gibt es eben das in der Mitte. Also welche Brand macht von einer Linse 3 verschiedene Versionen? Es gibt, glaube ich, nur das 50er da. Vielleicht 35 noch ein bisschen, aber sonst 85er gibt es auch nicht 3 verschiedene pro Ich Marke. verstehe es komplett, weil es halt so eine gute Mitte ist. Das beliebteste Objektiv, Ja. voll. Ja. War auch mein erstes Festbrennweite, die ich mir gekauft habe. So wie jeder wahrscheinlich, weil es halt einfach Ja, günstig zu erwerben ist. Und, muss man auch dazu sagen, Preis-Leistung von den kleinen Plastikdingern Ja, ist mega. unschlagbar. Auch 35er. Ruben hat mir letztens erzählt, dass er sich einen 35er Plastik gekauft hat. Ah, Und ja. auch Preis-Leistung top. Oh ja, okay, Ja. spannend. Vielleicht bei dem Thema auch noch, wenn man sich einen 50er kauft, nicht auf Krampf das 1.2 kaufen, Ah, ja. nur weil man denkt, das ist besser, sondern fangen mit dem 1.8er Das an. ist nämlich der nächste Punkt. Ah. So offene Blende. Ja. Also an sich ist es ja toll, wenn so ein Objektiv sehr lichtstark ist, ne? Und ich glaube, wenn man wirklich das Geld hat, go for it. Aber wie oft fotografiert man wirklich mit so einer offenen Blende? Beziehungsweise ich muss sagen, dass ich mich da auch extrem weiterentwickelt habe oder sich da meine Ästhetik geändert hat, weil ich früher super viel offenblendig fotografiert habe und wirklich immer das absolut Beste, was das Objektiv hergegeben hat. Wenn das Objektiv 1.4 konnte, habe ich die Blende auf jeden Fall bei 1.4 gelassen. So, oder auch dann 1.8 ganz lange, das 50 mm. Das hatte ich immer bei 1.8. Aber jetzt muss ich sagen, ein Porträt, also habe ich mindestens bei Blende 5,6. Ja, es ist halt auch, keine Ahnung, also Ich finde, es sieht teurer aus. wenn's- Gerade im wenn- Studio. Wenn es unscharf ist oder wenn es nicht Nee, wenn die Blende zu ist. Also, Ich persönlich finde, dass diese unscharfe, also diese offene Blende sehr nach Hobbyfotograf einfach aussieht. ja, kommt, glaube ich, Also weil es drauf halt so an. einfach ist auch. Es sieht gut aus, es sieht schön aus, aber die Challenge ist ja eigentlich, die Blende zuzumachen und trotzdem ein gutes Bild zu machen. Dass man eben nicht einfach alles unscharf macht im Hintergrund, sondern dass man auch ein Bild aufbaut, dass man auch Dinge, die im Hintergrund vielleicht sind, mit ins Bild nimmt und nicht einfach nur nicht eine schwarze, sondern eine unscharfe Suppe hinten drin hat, sondern eben auch, ja, wie wir jetzt auch hier im Podcast, dass wir eben den Hintergrund auch bauen müssen, dass der gut aussieht und nicht einfach nur sagen, alles ist unscharf. So. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Branche man sich bewegt. Ja. So zum Beispiel jetzt bei Hochzeiten ergibt es schon oft Sinn, da nicht mit einer Blende 10 zu arbeiten. Weil der Aber- Hintergrund eben oft auch nicht gut aussieht. Ja, und du es halt nicht bauen kannst. Ja. Aber auch teilweise ist, glaube ich, ein ganz schöner stilistischer Faktor, den man einbauen kann, aber man kann es wirklich übertreiben. Und Ja, man sollte einfach nicht Kopf ausschalten und nur Blende aufmachen, sondern einfach auch überlegen, welche Blende will ich wirklich und was soll mein Bild zeigen. Und das meine ich halt mit, dass ich das halt oft im Hobbybereich sehe, dass Menschen einfach, wie du sagst, auch einfach Blende auf und dann sieht es ja schon gut aus. So. Ja. Und sich gar keine Gedanken mehr darüber machen, warum überhaupt die Blende aufzumachen. So. Ja, ich finde halt zum Beispiel Studiofotografie sieht sogar wirklich billig aus, wenn die Blende zu offen ist.
Es geht gleich weiter mit der Folge. Wir machen eine Kurzunterbrechung, denn wir haben die Ehre, wieder mit Capture One zusammenarbeiten zu dürfen. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir beide das Tethering sehr oft nutzen, also die direkte Übertragung von der Kamera auf den Computer. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Features, die natürlich auch super wichtig in der Bildbearbeitung sind. Und ja, der Punkt Masken ist da ein Riesending, das du vor allem auch nutzt, Jules, ne? Ja, also es gibt tatsächlich diese ganzen Features erst seit kurzem von Capture One. Das wissen vielleicht viele noch nicht. Früher war Capture One schon eher ein Tool, was rein fürs Tethering genutzt wurde. Mittlerweile haben die aber sehr, sehr gut aufgeholt und da gibt es sehr, sehr schöne Tools, wie zum Beispiel das Masking, was du gerade schon meintest. Ich glaube, sie nennen das auch AI-Masking und das ist wirklich sehr, sehr krass. Also es werden Bildbestandteile schon im Bild erkannt, die möglicherweise maskiert werden sollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Person nehmen, Klamotte, Hals, Kopf, Haare, Augen, Mund, also wirklich jedes Kleinteil. Und wenn du eben reinzoomst, dann auch nochmal detaillierter. Also wirklich jeder Bestandteil des Bildes kann maskiert werden und ich habe das jetzt schon sehr viel genutzt auch und finde es super. Auch die Qualität der Maske mega, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ist halt eine Mega-Hilfe, auch bei der Retusche. Man kann da natürlich auch noch Dinge wegstempeln, die nicht hin sollen, wie zum Beispiel auch eine Haut, die man dann nochmal ein bisschen anpassen möchte. Also wenn man möchte, kann man wirklich von Anfang bis Ende in Capture One bleiben. Man fotografiert direkt rein, macht dann eine Farbanpassung, noch Masken, eventuell Stempeln und dann, wenn das gerade für das Bild ausreicht, könnte man es so exportieren. Absolut, ja. Also ich kenne auch mittlerweile viele, die unter Umständen nur noch in Capture One arbeiten und gar nicht mehr irgendwie andere Tools nutzen, weil es eben mittlerweile super von Anfang bis Ende möglich ist, dieses Bild auch zu bearbeiten und dann JPEG rauszurechnen und direkt hochzuladen. Ja, also wenn du das noch nicht kennst, probier Capture One auf jeden Fall mal aus. Ich denke, da gibt es absolut nichts zu bereuen. Nee. Vielen Dank, Capture One. Danke. Also wenn ich jetzt ein Model in gut ausgeleuchtetes Set stelle, vielleicht auch, sagen wir Fashion Set. Absolut. Dann muss in meinen Augen die Blende wirklich relativ zu sein. Also da würde ich, man will ja auch Blende die Klamotte 10 sehen, oder man will so. ja alles auch sehen. So, und, genau, und es sieht, ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben, aber es sieht für mich wirklich professionell und teuer aus und zeitgemäß, wenn Studiofotos nicht offenblendig fotografiert werden. Ja. Definitiv. Genau. Ich muss immer an diese Street Photography von vor 10 Jahren denken, wo Menschen dann so diese Street-Outfits fotografiert haben und da auch halt maximal Blende auf, alles so unscharf. Tumblr meinst du? Ja, so Tumblr-Fotografie. Und das ist halt, wie du schon sagst, ich finde es nicht mehr zeitgemäß. So, nee. Also, ja. Aber trotzdem, am Ende darf natürlich jeder machen, was er will. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Bilder werden unschärfer. Auch die Schärfe des Bildes grundsätzlich wird nicht besser, umso offener die Blende ist. Man sagt ja irgendwie, ich weiß nicht genau die Zahl, aber so 5, 6, um diese 5, 6, 6 ist das Bild am schärfsten. So. Also der Fokus sozusagen am schärfsten. Guck, das weiß ich jetzt gar nicht. Wenn du eine Blende auf 22 machst, hast du auch nicht mehr das schärfste Bild. So, es ist so immer dieser Mittel. Sowas weißt die gesunde Mitte. Ja. Okay, ja, gut zu wissen. Generell Festbrennweiten haben wir hier noch. Ja, finde ich eigentlich auch witzig, weil ich auch lange dachte, ja, Festbrennweiten sind der absolute Shit. Heißt ja auf Englisch auch Prime Lenses. Sehr irreführender Name, finde ich. Ja, das finde ich auch. Aber ich muss auch sagen, meine beiden Lieblingsobjektive sind das 24-70 2.8 und das 16-35 2.8. Das sind wirklich so meine aktuellen Go-Tos. Ich weiß auch, also das 50 mm, das schätze ich und auch das 100 mm schätze ich und so, aber in letzter Zeit sind es die beiden Zoomlinsen. Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe sehr, sehr, sehr lange, ich glaube seit 10 Jahren oder so mit einem 24-70 immer gearbeitet. Immer. Weil ich eben auch viel hin und her und schnell und dann Zoom hier, Zoom da raus und Weitwinkel und schnell. Und eben auf Situationen schnell reagieren musste oder muss. Habe mir aber jetzt in den letzten 1-2 Jahren mehr die Festbrennweiten angewöhnt wieder. So, weil bei mir der Grund umgekehrt war, dass ich so gewohnt war, immer einen Zoom zu haben, dass ich mich wieder mal selbst
sozusagen ein bisschen gezwungen habe, nur noch eine Linse zu nutzen oder eben mich auf eine Linse oder auf 2 feste Brennweiten zu fokussieren. Und mir macht das gerade ganz gut Spaß wieder. Okay. 35er ist bei mir dann so das Ding. Ich finde 85er nicht meine Linse, 50er ist nicht meine Linse. Wenn dann 35er oder so 20 oder sowas. Aber ja, du sagst schon, Festbrennweiten. Ja, das ist immer so ein bisschen dieser Mythos. Ne? Du musst als Profi mit Festbrennweiten arbeiten. Ja, weil sie halt besonders lichtstark sind, dadurch, dass Ja, du aber halt ist Quatsch. die Linsen anders verbauen kannst als im Zoom. Aber genau, wie oft Sie sind ein bisschen nutzt heller, du das stimmt auf jeden Fall. Ist mir dann auch aufgefallen. Man hat ein bisschen mehr Licht drin. Ja. Aber es ist eben, ja, es ist nicht unbedingt die bessere Linse. So. Ja, und der große Vorteil, vielleicht interessiert es ja Leute, warum ich jetzt zum Beispiel das 24-70 so gerne habe, obwohl ich ja auch das 50er oder das 35er nutzen könnte. Aber ich mag gerade diese unterschiedlichen Perspektiven und Brennweiten, die ich ganz, ganz schnell ändern kann. Und dadurch habe ich halt in der Strecke wirklich auch ganz andere Winkel und bringe da halt mehr Spannung rein. Und mal viel mehr Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt wirklich alle 2 Minuten mein Objektiv wechseln müsste, würde mich das auch so ein bisschen aus meinem Flow rausbringen. Und so bleibe ich einfach genau am selben Fleck, mache einmal ein Bild mit 24 mm, einmal ein Bild mit 27 und dann entscheide ich tatsächlich später, welches ich davon jetzt besser finde. Ja. Aber habe dann halt Bildserien, die mehr Spannung haben, weil es nicht alles nur 50 mm ist. Aber ich frage mich auch, ob sich das bei mir auch wieder ändert. Also ob ich zum Beispiel in 2 Jahren… Ich glaube, es ändert sich immer. Ja. Also ich finde, es kann sich auch sehr gerne ändern, weil man will sich ja weiterentwickeln und nicht einfach stehen bleiben. Ich habe eine Frage. Was ist dein Traumobjektiv? Oh, habe ich nicht. Also 24-70. Nee, was ist, also im Sinne von, ich kann ja mal meins sagen. Ja. Mein Traumobjektiv wäre 14 bis 100, Blende 1,4. Ja, wieso nicht? Und aber so ganz dünn, so ein Pancake-Objektiv, ne? Genau, das auch nicht so rausfährt, sondern das bleibt immer gleich groß. Ist super leicht natürlich. Ja. Und Pancake-Größe, genau. Ja, okay, Das jetzt verstehe ich die Frage, ja. Ja, würde ich auch nehmen. Du, am besten auch für 200 €, ne? Ja, und das wäre ein guter Schnapper. Aus irgendwie Titan, was nicht verkratzen kann und alles. Genau. Ne? Und wenn man es gerade nicht braucht, kann man es im Dunkeln auch irgendwie noch als Taschenlampe nutzen. Und eigentlich ist es auch noch noch ein Taschenmesser. Ja. Oh, stell mal vor, 14 bis 100, Blende 1,4, durchgehend. Ja. Saugeil. Ja, das wäre natürlich toll. Frag mal doch mal die Ingenieure. Der heilige Gral. Ja. Ich glaube tatsächlich, aktuell, könnte ich mir vorstellen, ist das, was als nächstes geht oder gehen wird, vielleicht gibt es auch schon, ich bin mir nicht sicher, 24-70 mit einer besseren Blende. Ich glaube, 2.0 ist gerade so. Ja. Aber prove me wrong, vielleicht ist es auch. Es gibt ja auch so ganz verrückte Objektive von früher, die so 0,95 Blende haben und sowas. Aber die haben sich ja auch nie so richtig durchgesetzt, weil die dann so teuer waren, glaube ich. Aber kenne mich auch nicht gut genug aus. Ja, und es ist jetzt auch nicht cool, wenn am Ende eine Wimper scharf ist und alles andere unscharf. Dann würden wir unseren Punkt davor wieder zunichte machen gerade. Ja. Also irgendwann hört es dann auch bei mir auf. Ich mag es ja schon mittlerweile nicht mehr, wenn zum Beispiel die Augen scharf sind und die Lippen unscharf oder auch die Nase zu unscharf. Das ist ja genau das, was passiert. Man vergisst ja auch schnell, umso länger die Brennweite wird und egal, also wenn du weitwinklig hast mit einer 2.8, hast du ja viel mehr Schärfe, als wenn du ein 70-200 auf 200 mm hast und dann ein Porträt machst, da hast du ja nicht mal mehr Nasenspitze und Auge scharf. Ja. Also das ist ja ein Millimeterbereich, der da scharf ist. So. Ja, wir kommen hier langsam zu den letzten so nerdy Equipment-Sachen. Und das ist ein Ding, da habe ich letztens ein Reel zu aufgenommen. Und zwar habe ich so mein Equipment gereinigt und ich habe erzählt, dass ich meinen Sensor nicht selber reinige. Da gab es sehr, sehr wilde Kommentare und es gab auch Leute, die gesagt haben, ich bin keine gute Fotografin, weil ich meinen Sensor nicht selber reinige, was ich auch sehr… Ist ja auch so. Ist ja auch so. Was ich dann auch, musste ich auf jeden Fall auch lachen, weil ich dachte, ja, okay, jetzt weiß ich endlich, wie man einen guten Fotografen oder eine gute Fotografin definiert. Hast du ja auch gesagt, glaube ich, ne? Ja, also wenn ihr euren Sensor selber reinigt, dann herzlichen Glückwunsch, seid ihr gute Fotografin. Aber erst ab dann. Ja, vorher, also alles andere ist auch nicht relevant, ist ja auch ganz klar, ne? Ja, aber dann gab es letztens die Situation, dass du hier deine Kamera gereinigt hast und zwar auch deinen Sensor und dann so meintest,
Hier, Luise, ist dieser, wie nennt man das, dieser Stab. Nee, ich habe es gemacht einfach und du hast mich angeguckt, als wäre ich ein Geist und warst Naja, so, komm. reinigst du deinen Sensor selber? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hast du nämlich gesagt, ich kenne ja die Story, die du da Ja. gemacht hast, dass du das halt noch nie gemacht hast. Ja. Und da auch, muss man natürlich auch sagen, noch dieses alte Denken hast, dass Ja. man eben seinen Sensor nicht selber reinigen kann oder darf oder was auch immer. Für mich ist das halt so Ja. das Herzstück meiner Kamera. Ja. Ich weiß, die R5 kostet 5.000 €. Und da denke ich mir so, nee, wenn ich da irgendwas kaputt mache, okay, ich bin versichert, so am Ende würde es auch, ne? Ja. Aber ich denke mir so, nee, ich lasse das lieber Leute machen, die genau wissen, was da zu tun ist, bevor ich hier so das Herz meiner Kamera zerstöre. Es war früher, weiß ich, auch noch ein bisschen heikler, weil die Sensoren eben nicht darauf ausgelegt waren, immer freiliegend zu sein auch. Also, das hat sich ja auch erst durch die Spiegellosen geändert. Damals, als ich das erste Mal das gemacht habe, war das eine 5D Mark II. Da musste man ja noch den Verschluss aufmachen und so Sachen, ja. dass man die reinigen kann. Und da waren die Sensoren auch noch ein bisschen empfindlicher. Aber heute, wo bei fast jeder Kamera der Sensor komplett frei liegt und sobald du das Objektiv aufmachst oder wegmachst, der Sensor frei liegt, müssen die ja so gebaut sein, dass sie ein bisschen was aushalten. Und ja, spart euch dieses Geld, guckt euch ein YouTube-Video an und reinigt eure Sensoren bitte selber. Ja, ich habe So. dann mal bei deiner Kamera einmal über den Sensor und habe mich gefühlt Ja. wie so eine Schwerverbrecherin. Aber es ist einmal gemacht und dann ist es so, auch nicht so schlimm. Du hast ja recht. Ich habe mal ganz am Anfang meiner Assistenzzeit, hat mir ein Fotograf Druckluftspray in die Hand gedrückt und hat gesagt, mach mal den Sensor sauber. Und ich habe halt das gemacht und habe aber die Druckluftdose falsch rumgehalten und habe einfach schön Eis auf den Sensor gesprüht. Und da habe ich kurz mir in die Hose gemacht, auf jeden Fall, weil dann halt so ein Eisfilm auf dem Sensor war. Den habe ich dann aber wieder weggewischt, so mit so einem Swipe-Ding und dann ging auch alles wieder. Ich kenne aber auch eine Story von einer Kollegin, wo der Sensor im Arsch war. Oh je, Mini. Ja. Hast du es dem Fotografen gesagt? Hat er es mitbekommen? Nee, das nicht mitbekommen. Ah, ja. Ich habe es vertuscht. Aber die Aber jetzt Kamera weiß er's. war alles fein. Aber Nee, wenn er jetzt die Folge hört, dann denkt er sich so, ja, der kann Jules. sein, Kleine wenn er die Schlitzohr. Folge hört. Aber Blasebalg, let's go, rein damit, Kamera nach unten halten. Rein damit, rein. Ja, so ja. Kamera auf den Kopf stellen, habe ich Ja. gelernt, Ja. reinblasen von unten und dann kann man diese Swipestar, die es bei Amazon für ein paar Euro gibt, benutzen und dann guckt man sich halt wirklich einmal ein YouTube-Video an und dann weiß man, wie man seinen Sensor reinigt und spart. Wie viel kostet das, Sensor reinigen? Ist bestimmt auch nicht so günstig, oder? Nö, unterschiedlich, aber so 30, 40 € schon. 40 Euro gespart. Ja. Und ich muss sagen, ich habe sehr oft einen schmutzigen Sensor. Also so oft, wie ich Objektive auf Shoots wechsle, auch draußen. Ich hatte letzte Woche einen Shoot auf so einer Wiese mit Korn und Staub und Pollen. Und da wechselst du dreimal die Linse und hast auf einmal Flecken auf dem Sensor. Und dann musst du zwischendurch sauber machen. Natürlich nur mit so einem Blasebalg, aber ja, die werden halt schmutzig. So. Ja. Also, Aber was ich sehr empfehlen kann, super viele Fotohändler und auch beim Messen und so, es gibt immer Check-and-Clean, heißt es, glaube ich. Gibt man halt seine Kamera ab und man kann die, ja, keine Ahnung, nach 1-2 Stunden abholen oder sogar schneller. Und die machen alles sauber. Und das so ist halt oft, Optionen dann oder was? genau, oder? und ist oft natürlich auch so eine Sache, womit dann halt die Fotografen und Fotografinnen so angelockt werden. Ja, klar. Aber ich muss sagen, Goodies. ich begrüße das. Ja, finde ich auch Also schön. ganz oft, wenn ich bei solchen Veranstaltungen bin, dann gebe ich auch meine Sachen ab und bin Ja. so, ey Leute, ich komme in 2 Stunden wieder und gut ist. Also man muss dazu sagen, ich habe auch eine Ricoh GR2 gehabt, habe ich nicht mehr, wo es nicht so leicht ist, den Sensor selber zu reinigen. Und da hatte ich tatsächlich die Idee, weil ich jemanden bin, der gerne tüftelt, die Kamera auseinanderzuschrauben und dann den Sensor selber zu reinigen. Das klingt nach einer ziemlich tollen Idee. Sie war nicht so geil, die Idee. Nee, ich habe die dann auch nicht mehr zusammenbekommen richtig und habe dann, Oh Gott. dann den Weg gewählt. Ich schicke sie einfach ein und lasse es reinigen. Und sagst, ich habe nichts damit zu tun, garantiert. Ja, es war schon okay. Da hat irgendwie eine Schraube dann gefehlt und so, aber das würde ich nicht raten. Also die Kamera aufzuschrauben und solche Sachen selber zu machen, das nicht ja, natürlich. auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Ja, ich bin dann so, ich schraube das dann auseinander. Aber ja, Ja, habe ich dann auch reinigen lassen. sehr gut. So, Ende. was gibt's denn noch hier an Ja, wundervollen Kratzer auf Themen? Bildschirm, da sind wir jetzt schon angekommen. Ja, Da geht es so um eBay auch, ne? Ja. Also generell ja. Verkauf von Kameras, wenn man jetzt mal was Gebraucht kauft. Ja, wenn ein Kratzer auf dem Bildschirm ist, auf gar keinen Fall kaufen, ne? Hast du schon mal eine gebrauchte Kamera gekauft? Ja, eine Yashica T5, aber die hat keinen Bildschirm. Ich meine jetzt so eine neuere, also eine digitale oder Nee, so. habe ich immer neu gekauft. Weil ich habe immer Gebrauchte gekauft tatsächlich. Also ich habe meine
erste 5D war gebraucht, meine zweite 5D war auch gebraucht, meine erste Nikon war gebraucht. Ich habe immer gebrauchte Kameras gekauft, weil ich auch immer nicht eingesehen habe, neue Kameras, weil ich das immer wie so ein Auto gesehen habe, was dann sofort Wert verliert, wenn man es einmal draufdrückt. So. Und mir fällt gerade ein, meine erste A7 II, die ich hatte, die habe ich bei Rebuy gekauft. Ja, Auch gebraucht. Aber muss ich sagen, das finde ich dann schon nochmal anders als eBay, weil du, ich weiß gar nicht genau, irgendwie 30 Monate Rückgaberecht hast und da auch Gewährleistung und solche Sachen. Genau. Ja. Und dann ist es irgendwie auch wie neu shoppen. Und im Endeffekt, die war auch in einem Top-Zustand. Also die war für mich jetzt kaum gebraucht, war aber doch auch um einiges günstiger. Ja, also den Punkt habe ich aufgeschrieben, weil ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass es ein sehr deutsches Thema ist. Gebrauchte Kameras zu kaufen ist absolut okay. Auch eine Kamera, die mehr als 20.000 Auslösungen hat, ist nicht alt. Vor allem So. 20.000 Also, super wenig. Ja, aber für manche ist das halt schon so, oh nee, die hat ja schon 20.000 Auslösungen. So. Weißt du, wie viele Auslöser deine hat? Bestimmt über 200 oder so. Ja. Also 200.000 natürlich. Das ist ein Mythos, der ist in der Hobbywelt sehr vertreten. Eine Kamera, die Kratzer hat auf dem Bildschirm, ist nicht mehr gut. Eine Kamera, die Kratzer am Body hat, ist nicht mehr gut. Eine Kamera, die mehr als X Auslösungen hat, ist nicht mehr gut, was für uns ein Joke ist. Für uns ist eine Kamera mit 20.000 Auslösungen nicht mal ein Produktionstag. Also, ein Produktionstag natürlich schon, aber so, die haben wir in einem Monat weggeschossen, 20.000. So. Deswegen ist für uns dieses, also ich hoffe, ich spreche da auch für dich. Ich habe gerade überlegt, ich shoote sogar mehr als das teilweise. Genau, aber nicht am Tag natürlich. Nee, aber im Monat schon. Ja, aber für uns ist das Wort alte, gebrauchte, nicht mehr zu benutzende Kamera sehr, sehr viel später, wenn sie wirklich gefühlt auseinanderfällt und irgendwie Bilder nicht mehr scharf werden oder sie sogar sagt, ich bin kaputt. So. Aber wenn ihr auf eBay oder wo auch immer eine Kamera kauft und die hat ein paar Kratzer, ist es völlig in Ordnung. So, das ist ein Gebrauchsgegenstand, es ist zu benutzen und sie wird auch Kratzer bekommen und es ist völlig in Ordnung, auch mit diesem Objektiv. Das kommt ja wahrscheinlich als nächstes. Kratzer auf dem Objektiv ist auch nicht so dramatisch. So, es ist alles noch in Ordnung. Natürlich ist es schön, wenn dann so eine Folie drauf ist und so, aber es sollte, finde ich, kein Ausschlusskriterium für eine Kamera sein. Also, wenn ich jetzt 2 Kameraangebote auf eBay habe, das eine ist vielleicht 20 € günstiger als das andere und die hat aber ein paar Kratzer auf dem Bildschirm. Aber 20 €, da würde ich doch die neuere. Ja, ich meine jetzt so. Aber teilweise sind die Preisunterschiede ja mega krass. Wenn du dann wirklich 500 € sparen kannst, dafür aber einen Kratzer am Bildschirm hast, dann auf jeden Fall den Kratzer in Kauf nehmen. Bei ganz im Ernst, das Bild wird genau das gleiche sein. Richtig. Aber ich überlege auch gerade, ich glaube, meine A7 III, ich glaube, die hatte 250.000 Auslösungen, als ich die verkauft habe. Ja, also ich meine, es gibt natürlich schon, das weiß ich, von den Kameraherstellern gibt es Grenzen für so Wartung und solche Geschichten. Also die garantieren dann nicht mehr irgendwie, also wenn du innerhalb der Garantie dann irgendwie über 200 oder sowas kommst, dann ist die Garantie verfällt die, das verstehe ich auch. Ja. Aber ja, ich habe auch meine erste, nicht meine erste, aber meine letzte Nikon, die ich verkauft habe, die hatte auch über 200.000. Und da waren wirklich so viele Leute, die dann so, wie viel Auslösungen hat sie denn? Und dann sagst du die Zahl und dann so. Ja, aber ich verstehe schon, was die Leute fragen. Nicht. Aber die war saugünstig. Also ich habe jetzt nicht irgendwie zu viel Geld verlangt. Ich habe schon die Zahl der Auslösung mit eingekalkuliert sozusagen. Aber Menschen denken wirklich, die ist kaputt, die Kamera, weil sie so viel Auslösung hat. Aber es ist eben nicht so. Also ich kenn Kollegen, die haben Kameras mit 400.000, 500.000 Auslösungen und die funktionieren immer noch tipptopp, die Sachen. So. Ja. Voll okay. Genau, aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Kamera bei eBay oder irgendwo kaufen würde, dann würde ich nicht die mit 500.000 Auslösungen. Nee, das ist natürlich auch extrem. So, wenn sie 2 € kostet, dann ja. Ja, aber und es ist ja auch ein Unterschied. Damals, Spiegelreflex war nochmal anders als heute. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was bei Spiegellosen sich alles noch bewegt da drin. Also ich weiß, dass bei einigen dann auch dieser Shutter, der hoch und runter geht, den gibt es noch, ja. Den gibt es noch. Ja. Der bleibt auch teilweise stecken irgendwann. Ja, aber hast du Spiegelreflex noch gehabt damals, richtig? Hast du das schon, du bist ja irgendwie spät eingestiegen. Ja, das ist bei der A55 so ein bisschen, die ist so halbdurchlässig. Also im Endeffekt ist es schon irgendwo ein Spiegel gewesen, aber eine klassische Spiegelreflex hatte ich nie.
Okay, weil das weiß ich noch, dass das halt natürlich schon dann ein Thema war, weil das wirklich ein ganz krass mechanisches Teil war, so ein Spiegel, der so hochklappt und der war halt irgendwann auch im Arsch. Ja, So. oh, das klingt so toll, wenn das Ja, dann, bester oh, das Sound. Auslösegeräusch, muss ich wirklich sagen. Oh. Ja, haben wir Wir hatten ja letztens hier im Studio. da hatte jemand eine Kamera mit halt dem Spiegel und ich saß da und ich war so, Leute, alle so richtig fokussiert. Ich so, Leute, dieser Auslöseton, der klingt so toll. Ja, ist auch nice. Sowas macht mich dann immer richtig glücklich, wenn Ja. das einfach so ganz sanft ist und so schön. Naja, Good old times. good old times. Genau, Kratzer auf Objektiven, das finde ich nämlich wirklich spannend, weil ich auch lange dachte, jeder Kratzer auf meinem Objektiv ist wirklich die absolute Katastrophe. Also da dachte ich, meine Welt geht unter. Es ist Und- eine Katastrophe, wenn du es verkaufen willst. Ja, es ist eine Katastrophe, wenn du es verkaufen willst. Aber auch jetzt, zum Beispiel mein 2470, hat schon auch eine ordentliche Macke vorne, muss ich sagen. Weiß ich nicht, wo sie herkommt, aber man sieht sie wirklich gar nicht. Egal, auf welcher Brennweite ich bin, egal, welche Blende ich nutze, man sieht diesen Kratzer nicht. Also wirklich, wenn du irgendwo einen Kratzer hast, neu einen rein, ditcht, Ruhe bewahren, noch keine Panik auf der Titanic, erstmal checken, okay, sieht man das überhaupt? Weil ganz, ganz oft sieht man Kratzer null auf dem Foto. Ich glaube, dass es, wenn du das jetzt so sagst, gibt es Menschen, die sagen, doch, sieht man schon. Aber da muss man halt wiederum sagen, es gibt mit Sicherheit in irgendeinem Labor, wenn du diese Kamera jetzt irgendwo in einem Labor testest mit irgendwelchen Schärfetabellen und was weiß ich, gibt es mit Sicherheit die Situation, wo du diesen Kratzer irgendwo minimal wahrnimmst. Irgendwo ist so ein ganz Aber kleiner das ist eben nicht der Ausschlag, Punkt. So, es geht ja darum, ob du die im Alltag beim Shooten siehst. Und da ist es halt eben nicht so. Da siehst du solche Kratzer nicht. Das ist nicht relevant einfach. So. Ja. Photoshop regelt. Da kommen wir noch zu. Nee, was Oder ein Spaß es gibt ja jetzt. mittlerweile sogar Filter, die das imitieren, Kratzer auf dem Objektiv. Also, Meinst du Mistfilter? Aber nee, nicht Mistfilter, sondern wirklich Prism Blends, die diese Ach so, meinst du. Light Streak und was weiß ich was alles haben, Ja. wo du wirklich einfach wie Kratzer auf dem Filter hast, die Ja. dann das Licht anders brechen und sowas. Und trotzdem hast du noch ein tolles, schönes Bild. So. Nee, voll. Also, Weil ich wollte auch gerade sagen, also ich finde, Kratzer ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes als jetzt so Dust oder halt Ja. wie Mist. Ja. Aber es stimmt, dass auch manche Leute, habe ich auch schon auf TikTok gesehen, sich so einen UV-Filter kaufen, da wären wir wieder den da. zerkratzen. Genau, und so Kreuze reinmachen, Ja. weil dann hast du bei Lichtern auch diese Sterne. Ja, genau. Genau, also das ist auch ein kleiner DIY-Hack. Ansonsten UV-Filter drauf machen. Ansonsten UV-Filter drauf machen. Und was man auch nicht vergessen darf, man kann auch ein Objektiv zur Reparatur bringen und eine Linse austauschen lassen. Also angenommen, du schleifst jetzt dein Objektiv wirklich 10 Meter über einen Kieselweg, dann, Aua. sind vielleicht so viele Kratzer drauf, dass man es doch ziemlich dolle sieht auf dem Foto. Dann kannst du aber auch zum Fotofachhändler deines Vertrauens gehen. Das kostet ein bisschen Geld, das austauschen zu lassen, aber es wird mit Sicherheit günstiger sein, als dasselbe Objektiv nochmal neu zu kaufen. Genau. Bei den teuren zumindest, ja. Ja. Außer es ist ein 50-Nifty. Richtig. Dann wahrscheinlich nicht. Richtig. Genau. Okay. Wir kommen doch hier ganz gut voran. Weiter geht's. Das ist auch, wir haben das meiste schon geschafft. Ich finde es auch, also macht mir Spaß, darüber zu sprechen. Ja, ist witzig. Tipps für Kauf und Verkauf eBay haben wir jetzt eigentlich schon, ne? Ja. Ja, okay, letztes Nerdy-Ding. Ist wirklich allerletztes. Die Wobei Megapixel. dieser Punkt eBay, das ist natürlich schon, mein Schwager wurde letztens wieder verarscht. Hat schon Was wollte 300 er denn Euro überwiesen. kaufen? Ach, so ein Camping-Ding, nichts mit Kamera Ach zu so. tun, aber das berühmte Freunde, Familie natürlich. Gerade bei Kameras, ich wurde schon zweimal richtig doll, auch mit mehreren 100 und 1000 Euro Was wolltest du denn kaufen? Einmal war es eine Leica, die ich mir als junger Mensch kaufen wollte und habe blauäugig ein gutes Angebot gesehen und natürlich die Hälfte irgendwie überwiesen und dann nie wieder was gesehen von dem Typen. Der ist auch in den Knast gegangen dann, weil er es zu oft gemacht hat. Das habe ich dann, kriegst du dann schon, machst du dann Anzeige und so Sachen, dann kriegst du schon Okay. Info, was mit den Leuten passiert. Das ist mir schon passiert und natürlich auch einfach eBay Kleinanzeigen, Sachen PayPal Friends überwiesen und dann nie was gesehen oder so. Also ich bin mittlerweile immer großer Fan davon, zu fragen, ob ich es abholen kann. Weil wenn ich es abholen kann, dann ist die Person auch, hat die das wirklich, das Ja, dann Gerät? gibt's das Produkt Und wenn sie dann schon tatsächlich. nicht mehr antworten, dann ist schon eher klar, dass es irgendwie nicht so echt sein kann, ist. seriös sein kann. Und man kann ja immer auch anbieten, das mache ich auch ab und zu, wenn ich wirklich was Teures kaufe, dann biete ich an, per PayPal mit Käuferschutz zu bezahlen, aber eben die Gebühren
zu übernehmen. So. Hattest du jemals die Situation, dass dir dann wirklich was passiert ist mit PayPal-Käuferschutz? Nee, nicht wirklich. Nee. Ich halt auch nicht. Und ich weiß gar nicht, wie easy das dann ist, dann wirklich das Geld wieder zu bekommen. Also doch, das ist relativ easy, ja. Ah, ja. Also PayPal, das ist mir als Verkäufer schon mal passiert. Also PayPal ist da glaube ich, pro Käufer. Also wenn du als Verkäufer nachweisen kannst, du hast es verschickt mit einer Sendungsnummer und der Käufer dann aber sagt, es ist nicht angekommen, dann hast du als Verkäufer das Recht. Wenn du aber keine Sendungsnummer hast oder keinen Einlieferungsbeleg, dann kriegt der Käufer sofort das Geld zurück. Okay. So. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Sachen als kaputt gelten. Ich glaube, dann muss der Käufer das zurückschicken. Und dann, erst wenn der Verkäufer das Gerät wieder hat, dann zahlt PayPal das Geld an den wieder aus. Aber bis dahin behält PayPal das Geld einfach erstmal für sich ein. So. Okay. Und das ist eigentlich, also dieses Käuferschutzsystem funktioniert schon sehr gut. Und eBay Kleinanzeigen hat das ja jetzt auch implementiert quasi schon mit drin. Und da zahlt dann, glaube ich, aber der Käufer die Gebühren. Okay. Ja. Aber ja, wenn man das nutzen möchte oder wenn man da auf Nummer sicher gehen will, Käuferschutz, let's go. Und lasst euch nicht blenden von irgendwelchen zu schönen Angeboten, weil die gibt es immer. Ja. Da hatte Paul Hüttemann letztens eine krasse Story. Der hat so einen Kameraverleih und hat eine Leica verliehen und die Person, die geliehen hat sie halt in die Packstation getan, mit Sendungsnummer und so weiter. Und im Endeffekt, long story short, jemand hat sich mit einem Fake-DHL-Ausweis in die Packstation gehackt, hat das Paket rausgenommen, hat dann die Kamera auf eBay verkaufen wollen. Natürlich auch richtig dumm, da waren noch die Sticker vom Verleih und so drauf. Also Paul hat dann sofort gesehen, so, das ist meine Kamera, die gerade bei eBay ist. Und am Ende haben sie den auch geschnappt, aber finde ich trotzdem krass, auch dass es solche Situationen gibt, zum Beispiel auch, dass Leute Fake-DHL-Menschen sind und dann einfach Packstationen ausräumen. Ja, da gibt es eine ganze Industrie, Wahnsinn. so Fake-Packstationen, Zugänge und so Sachen. Ja. Also passt auf euch auf, Leute. Und ich würde auch immer, gerade bei einer Leica würde ich hingehen und schauen, dass die irgendwie in der Umgebung gibt. Genau. Voll. Megapixel. Da wären wir bei unserem tollen Namen. Manchmal sprechen wir drüber, wie gerne wir den haben. Ich hoffe, ihr mögt den auch. Also wir sind, er ist perfekt. Er ist perfekt. Ja, es war gar nicht so einfach. Also ich finde, die Reise hin zu diesem Namen war wirklich langwierig. War eine Reise. Es war eine Reise, also das Wort ist wirklich nicht zu groß dafür. Und jetzt müssen wir sagen, das hat sich gelohnt. Das ist ein cooler Titel, ja. Der Weg dahin, ja. Aber ja, Megapixel. Ja, 2 Megapixel. Würdest du mit einer 2-Megapixel-Kamera einen Job shooten? Nein. Nee. Nein, das nicht. Aber ich würde mir zutrauen, mit einer 10 Megapixel einen Job zu shooten. Ja, zur Not kannst du das Bild ja auch im Nachhinein noch hochskalieren. Was besser geht mit RAWs und die 10 Megapixel-Kamera kann leider nur JPEG fotografieren. Aber da haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, über einfach Sensorgröße und so Sachen. Viele Megapixel bedeutet nicht professioneller oder besser fotografieren. Punkt. So. Also die Zeit, wo Megapixel als Qualitätsmerkmal von der Kamera gelten, sind vorbei. Definitiv. Voll. Ja. Und ich glaube, viele denken auch immer so, aber ich habe jetzt zum Beispiel mir ein Handy gekauft und das Handy hat doch auch 40 Megapixel. So, und genau das ist so ein bisschen der, wie sagt man dazu, das, Mythos. was irreführend ist, der Mythos, weil das natürlich ein ganz anderer Sensor ist. Du kannst ja nicht einen Vollformatsensor in eine Handykamera bauen. Aber natürlich, der Vollformatsensor hat vielleicht genauso viele Megapixel wie dein Handysensor, aber dadurch, dass die Größen so unterschiedlich sind, so ist es eine ganz, ganz andere Qualität. Und da kommt im Ansatz nicht so viel Licht an zum Beispiel. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses ganze Megapixel-DPI-Dings-Thema immer noch nicht ganz komplett durchgecheckt habe. Ja, ich verstehe es immer noch nicht 100%. Es ist alles irgendwie, Sascha kann das ganz gut. Ich bin da einfach immer noch nicht so informiert. Ich müsste mir wieder was durchlesen, dann würde ich es wahrscheinlich wieder verstehen. Aber ja, Megapixel, es gibt schon Jobs, wo man eben das braucht, wo das auch gefordert wird. Es gibt dann auch so Briefings, wo dann auch wirklich konkret drinsteht, die Kamera muss mindestens
60, 70, 80, Mhm. 90 Megapixel. Das ist oft bei Autoshoots ist das oft so. Aber das sind Kameras, die Ähm, hat ja auch kaum jemand bei sich zu Hause. Die leihst du dir dann wirklich Ja, genau. für halt diese Ja. Extremsituation einmal im Jahr Ja, gefühlt. ja. Ja. Also es gibt schon Fotografen, die dann eben so eine Fuji GFX oder sowas Mhm. haben, die jetzt auch schon 100 Megapixel haben, auch echte 100 Megapixel, aber Ja. ähm, Echte ja, 100 Megapixel. ja, also Ja, ich weiß, was du es meinst. ist halt dann schon manchmal so, dass ich dann auch schon Kunden gesagt habe, so hey, es ist nicht nötig. Also wir müssen, Mhm. selbst wenn es da drin steht, wir müssen nicht die 60 Megapixel ausreißen. Es reicht auch 40 so. Und Mhm. ich sage immer das berühmte Beispiel, auch mit einer Mark II, 5D Mark II, die damals, glaube ich, 20 Megapixel hatte, wurden weltweite Riesenkampagnen, Plakate, was auch immer geshootet und es hat auch funktioniert. Ja, So, voll. also, Genau, was nur wirklich wichtig ist, also gerade wenn man auch ins Thema Video geht, da gibt es ja zum Beispiel, ich kenne mich jetzt halt bei Sony relativ gut aus, die S-Reihe. Die hat jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber unter 20 Megapixel. So Vollformatsensor und trotzdem halt für viele Fotografen zu wenig Ja. Megapixel. Aber dadurch, dass du so wenig Pixel auf so einem großen Sensor hast, hast du halt ein wahnsinnig gutes Rauschverhalten und kannst Ja. halt wirklich ISO bis zum Anschlag pumpen. Ja. So, das ist halt wirklich für die Videografie ein absoluter Gamechanger. Und nicht ohne Grund ist dann so eine Reihe halt auch einfach, die setzt sich komplett durch in diesem Bereich. Aber wir in der Fotografie greifen dann eher zur R-Serie. Die Mhm. hat genau die gleiche Sensorgröße, Vollformat, aber hat halt wirklich 60 Megapixel. Mhm. So, dadurch rauscht das Bild viel, viel doller. Da Auch gibt es auch schneller. gute YouTube-Videos und so. Ja. Kann man sich echt gute Vergleiche mal anschauen. Aber dafür haben wir halt dann ganz andere Vorteile, viel mehr Pixel und es ist viel schärfer, das Bild und so. Ja, aber ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil ich da auch zu wenig Nerd bin jetzt dahingehend. Aber ich finde es schon spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil man ja oft auch bei den ganzen Kameras, die man manchmal so aufgereiht sieht, bei jedem Hersteller sich so denkt, warte mal, warum gibt es jetzt zum Beispiel von dieser Alpha-Reihe 20 verschiedene Modelle? So, kann sich einfach eins für alle geben? Und genau aus dem Grund geht Ja, das ja. halt nicht. Aber das, finde ich, beweist auch immer wieder, dass wir Fotografen, Fotografinnen, die arbeiten, auch sich oft gar nicht mit solchen Themen beschäftigen müssen, weil sie ja für uns oft auch nicht mehr relevant sind. So, ob jetzt meine Kamera 50, 40 oder 30 Megapixel hat, ist mir prinzipiell eigentlich egal. Solange die Bildqualität so ist, wie ich sie mir vorstelle und ich irgendwie eine gute Schärfe oder einen guten Fokus habe, alles cool. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz dieser Folge heute, dass wir sagen wollen auch, dass viele Menschen sich viel zu viel Gedanken über solche Fragen machen, viel zu viele, und vergessen dabei aber, worum es geht. Es geht ums Fotografieren. Ja. So. Und dann oft in so eine Theorie rutschen, aber dann einfach vergessen, die Fotografie zu machen. auszuleben, genau. Und eben auch mit Stativen, mit diesem ganzen Thema fotografieren. Und dann merkt man irgendwann automatisch, wo die Grenzen des Equipments ist und was man jetzt als nächstes braucht und was man gerne hätte auch. Und darum geht es, glaube ich, auch ein bisschen. Ja. Auch bei diesem Megapixel-Thema. Man ist kein besserer Fotograf oder Fotografin, wenn man eine 60-Megapixel-Kamera hat. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, die mit deutlich weniger bessere Fotos machen als die Person mit 60 dann. Ja. Und was ich mir auch manchmal denke, wenn du jetzt so durch die Straßen laufen würdest, guckst du jetzt auch kein Poster an und denkst dir so, also die Kamera hatte bestimmt 30 Megapixel. Ja. So, das ist völlig egal. Also am Ende zählt immer das Endergebnis, das gute Bild. Ja. Und keiner wird sich auch denken, ob das wohl im P-Modus oder S-Modus oder M-Modus fotografiert wurde. So, darüber spricht keiner. Also das muss man sich auch immer mal vor Augen halten und dann auch realistisch bleiben. So, in erster Linie geht es um die Momente, die du festhältst. Das Ergebnis, ja. Ich habe auch damals, also ich glaube, das ist ein Megapixel-Thema, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, ich war da so Kind, so Teenager war ich da, wo das alles so mit Digitalkameras angefangen hat und so. Und da war das natürlich schon ein Thema, weil da gab es keine Telefone mit Kamera, da gab es halt nur Kameras, die ersten digitalen. Und da war es natürlich schon so, dass die ersten Digitalkameras halt so schlecht waren von der Auflösung, dass eben Megapixel ein Qualitätsmerkmal war. Und dann hat es angefangen mit 2, dann mit 3 und dann mit 4. Und dann war halt jedes Jahr gab es mehr, weil die Sensoren sich so schnell weiterentwickelt haben. Und natürlich ist da irgendwann so ein Megapixel-Krieg entstanden, wo die Kamerahersteller sich mit Megapixeln gegenseitig ausgespielt haben. Und es hat damals auch sehr gut funktioniert und war, glaube ich, auch gerechtfertigt, weil eben
da war schon die Qualität eines Sensors abhängig davon, wie viel Megapixel er hat. Heute kannst du wahrscheinlich noch viel mehr Megapixel in den Sensor ballern, aber es kommt eben nicht mehr darauf an, weil die Auflösungen ab 20 Megapixel schon so unfassbar groß sind, dass man sie einfach in dem Alltag gar nicht mehr braucht. Also meine Bilder, wenn ich mit meiner Sony, was auch immer, 60 Megapixel fotografiere, ich rechne die ja sogar runter für online, für meine Webseite. Also ich rechne die ja ich habe vorher geguckt, unser Cover ist 3 Megapixel groß. So. Ja. Wenn wir unser Cover mit 20, 30 Megapixel hochladen würden, dann würde es wahrscheinlich 5 Minuten dauern, weil es viel zu groß ist und würde sowieso von Instagram runtergerechnet werden auf eine kleinere Größe, dass es schneller lädt. Ja, so. und bei Spotify ist es ja auch so mini, Ja. das darf man Und ja auch nicht vergessen. Das verstehen natürlich auch viele nicht, dass eben es gar nicht nötig ist, so große Bilder zu haben. Auf dem iPhone kannst du gar nicht so eine große Auflösung anzeigen, weil der Bildschirm des iPhones ja gar nicht so viel darstellen kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ein Bildschirm von einem iPhone auflösen kann, aber mit Sicherheit keine 60 Megapixel. Ja. So. Und ich habe auch mal gelesen, dass zum Beispiel bei einem Handysensor es sogar wirklich super nachteilig sein kann für die Bildqualität, wenn es zu viel Megapixel hat. Also wenn jetzt ein kleiner Handysensor irgendwie 45 Megapixel hat, dann wird die Qualität sogar schlechter. Warum auch immer, da fehlt mir jetzt das Wissen, aber als wenn es 20 hätte zum Beispiel. Ja, bei Handys ist es nochmal ganz verrückt. Da Ja. bin ich aber auch raus bei dem auch raus. Wissen. Ja, und wenn du meinst, dass sich das natürlich damals so weiterentwickelt hat mit den Megapixeln und so weiter, dass sie sich gebettelt haben, meinst du, wir sollten dann auch in jeder Staffel unsere Megapixelzahl erhöhen? Meinst du, wir sind dann irgendwann die 3, 4, 5 Megapixel? Nee, wir bleiben nicht 2 um Megapixel. uns so weiterzuentwickeln, weißt du? Wir bleiben die famous 2 Megapixel. Genau. So, jetzt haben wir uns wahrscheinlich mal auch genug über Equipment unterhalten und Technik, sondern wir haben auch noch ganz, ganz viele Punkte, die weniger um Equipment gehen, sondern auch ein bisschen eher um die Person, Fotograf, Fotografin. Business, glaube ich, auch ein bisschen, ne? Ja, aber nicht so lang wie gerade eben. Mythen. Was haben wir Genau. denn da als ersten Punkt? Ja, jeden Tag fotografieren, beziehungsweise nur Fotos machen, das reicht. Da darfst du was zu sagen. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich auch jetzt vor ein paar Tagen nochmal ein Gespräch hatte mit jemandem. Also es ist super, super toll, wenn man fotografieren kann. Gar keine Frage. Aber so, was ich auch damals dachte, was glaube ich schon so ein Mythos ist und bleibt, je besser ich als Fotografin bin, desto mehr werde ich gebucht, desto mehr Geld verdiene ich und desto berühmter werde ich als Fotografin. Und Automatisch. Ja. Das ist natürlich ganz klar. Also zack und damn. Ja. Das Ding ist nur wirklich, die wirtschaftliche Seite wird sehr, sehr gerne vergessen, vor allem wenn es dann um den Traum der Selbstständigkeit geht. Und da muss ich halt wirklich sagen, die wirtschaftliche Seite ist sogar fast wichtiger als die Fotos, oder? Ja, definitiv. Ja. Wenn man sich nicht verkaufen kann, wenn man sich mit diesem ganzen Business dahinter nicht beschäftigt, ganz schwierig. Ja, oder eben ganz banal gesagt, wenn du schöne Bilder machst, aber dich nicht nach außen hin präsentierst, wird keiner deine Bilder sehen. Ja. Auch das nicht. Ja. Und es ist auch nicht nur Social Media, es ist auch nicht nur Instagram. Nee. Da gehört auch eine Webseite dazu, da gehören auch ein paar Skills, Organisation, Kalender, Akquise und dies, das. Also wirklich, ja, ich muss aber sagen, es lohnt sich auch wirklich damit, sich zu befassen, weil man auch merkt, dass es einen als Mensch so weiterbringt. Und das mag ich gerne. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Auch in der Gesellschaft einfach, ne? Ja. Also nur schöne, ich hatte das auch, ich dachte auch, als ich jung war, man muss einfach nur schöne Bilder machen und gute Bilder machen und dann wird man ja automatisch erfolgreich. Aber ja, wie du schon sagst, der Großteil ist Business. Also der Großteil ist Unternehmer sein, Unternehmerin sein, wissen, wie man Kunden akquiriert, wissen, wie man, keine Ahnung, Bilder verkauft, wie man Preise macht. Ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwelche Kurse machen soll, wo ihr Leute einem versprechen, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Auf gar keinen Fall, bitte nicht machen. Aber so die Basics, da würde ich ja auch gerne irgendwann nochmal eine Folge zu machen zum Thema Business, Steuern, Buchhaltung. Diese ganzen Sachen, die müssen halt auch gemacht werden. Und du kannst noch so eine gute Fotografin oder ein Fotograf sein, wenn du den Rest nicht kannst, wirst du nicht erfolgreich. So. Ja. Im besten Fall hast du irgendwann eine Repräsentanz oder Agentur, die da auch viel abnehmen.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du anfängst zu fotografieren und dann irgendeine Agentur anklopft und Ja. sagt, wir wollen dich. Weil auch die Agenturen von dir sehen möchten, dass du schon dieses Grundwissen oder mehr als Grundwissen auch hast und Ja. dich auch schon verkaufen kannst. Ja. Weil auch, es gibt natürlich immer diese paar Prozent Superstars, die das alle übersprungen haben und so weiter, aber Mhm. zu denen gehören 98% der Menschen nicht. So. Wir nicht. Wir zum Beispiel auch nicht. Und man muss sich eben langfristig mit diesen Themen beschäftigen. Was bin ich ein Gewerbe? Bin ich Freiberufler? Bin ich Künstler? Krankenkasse? Wie verkaufe ich meine Bilder? Wo muss ich anklopfen? Wo muss ich Termine machen? Wer will überhaupt meine Bilder sehen? So, wer bucht mich? Wer sind meine Kunden? Diese ganzen Themen, das kannst du nicht einfach ignorieren alles, nur weil du schöne Bilder machst. Und ja, du kannst vielleicht auch schöne Bilder machen und dann irgendwie 50.000 Follower auf Instagram haben. Aber auch da musst du irgendwann dran denken, dass du Geld verdienen möchtest damit vielleicht. Ja. So. Und auch wenn der Repräsentanz dich anfragt, dann werden die mit dir mal einen Call machen und auch schauen, bist du pünktlich im Call? Wie trittst du auf im Call? Sie werden sich wahrscheinlich auch mit dir persönlich treffen und schauen, wie bist du dann, wenn man sich im Café trifft. Ja. Auch sehr viele Leute, habe ich schon gehört, wenn die Leute zum Bewerbungsgespräch einladen, gehen die essen mit denen, um zu gucken, wie verhalten die sich? Ja. Wie essen sie das Essen? Und wie ist die Gesprächsführung und so Ja, weiter. weil eben die Social Skills heutzutage einen sehr, sehr großen Teil ausmachen, weil eben die fachlichen Skills viele schon besitzen. Also viele wissen schon, wie man fotografiert, weil es eben viel nahbarer ist heutzutage. Aber nicht jeder kann sich eben verkaufen oder eben richtig verhalten auch, so dass man eben Kunden bekommt. Professionelles Auftreten, Ja. wahnsinnig wichtig. Ja. Genau. Jules, hast du als Ziel ein Magazincover? Ich wollte früher immer mal auf dem Rolling Stone Magazin sein. Ist durch das Thema, glaube ich. Also Never say natürlich never. würde ich es immer noch gerne sein, aber Du als Porträt oder? ja, das wäre natürlich auch nice. Nee, es sind natürlich so Jugendwünsche, die man hat, wenn man anfängt. Ich glaube, darauf zielt auch dieser Punkt hinaus, dass viele Anfängerinnen und Anfänger sich wünschen, auf den großen Magazinen der Welt zu sein, weil sie das eben als das Nonplusultra für Erfolg als Fotografin sehen. Wir wissen, das ist nicht so und oft sogar das Gegenteil, dass man eben sehr doll ausgenutzt wird und so oft auch nicht mal Geld dafür bekommt, wenn man auf ein Magazin möchte oder kommt. Die Leute zahlen teilweise Geld dafür. Sogar drauf, genau, sogar dafür Geld hinlegen muss sozusagen. Ja. Ich zum Beispiel hatte das erste Mal diese Erfahrung, es ist zwar kein Magazin, aber es gibt das berühmte Buch in Deutschland. Berühmt weiß ich jetzt auch nicht, ob das berühmt ist, aber das habe ich damals als junger Praktikant irgendwo in unserem Studio liegen sehen und da stand drauf, Deutschlands beste Fotografen. Und es wird jedes Jahr aufgelegt, das Buch. Und ich mit meinen 22 Jahren habe dieses Buch gesehen und ich war so, wow. Da gehöre ich rein. Da will ich auch mal rein. Da will ich auch mal dazugehören. Und habe natürlich gedacht, dass das einfach ein Buch ist, wo ein Verlag die besten Fotografen Deutschlands kürt. So, und das sind dann auch die besten, weil die durch irgendwelche Events, bekannte Strecken, große Arbeiten gepunktet haben, wie auch immer das Punkten aussieht, bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass es einfach Fotografen sind, die sich da reinkaufen. So. Die werden natürlich angefragt von diesem Magazin oder von diesem Buch und werden auch gefragt, ob sie da rein möchten. Das natürlich findet da schon eine gewisse Art von Sortierung statt oder Auslese statt. Aber am Ende bezahlst du halt dafür, dass du in dieses Buch kommst. So. Und wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du halt kein Deutschlands bester Fotograf. Und seit ich das wusste, hatte ich da auch irgendwie so einen Groll dann dagegen, so. Aber trotzdem immer noch so ein bisschen diesen Wunsch, da reinzukommen, weil dass ich ja angefragt werde, weil das natürlich schon auch eine Art Auszeichnung dann war. Aber ich weiß, dass ich dann irgendwann so 6, 7 Jahre später wurde ich von diesem Buch dann angefragt und das waren dann irgendwie ein paar hundert Euro, die ich da auch hinlegen hätte müssen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, will ich nicht. Ach so, die haben dich angefragt und trotzdem solltest du Geld bezahlen. Ja, natürlich. Genau, die fragen dich an und fragen, möchtest du in das Buch? Wir haben dich quasi gefunden, wir finden deine Fotos toll. Möchtest du in dem Buch sein? Und dann kannst du halt von einer Seite mit einem Bild, wo der Name dann da drunter steht, bis hin zu einer Doppelseite, kannst du dann quasi dich da reinkaufen. Und ich glaube, das hat damals, kann auch sein, dass das jetzt ein falscher Betrag ist, aber ich glaube, das hat bei 400 Euro angefangen.
Also waren auf jeden Fall 100 Bereich. Und Krass. da war ich aber dann schon an einem Punkt, zum Glück, wo ich das nicht mehr wollte und auch nicht mehr gemacht habe dann. Ja. So, weil ich mich selber dann auch nicht mehr da irgendwie genötigt gesehen habe, da mich einzukaufen. Aber das Ja. Buch hat jedes Jahr eine neue Auflage. Also funktioniert scheinbar noch. Und Dann- ähnlich ist es ja auch Dann mit diesen kaufe ich mich da Magazinen. jetzt mal rein. Ne? Ja. Ja, ich glaube, es gibt halt wirklich viele Modemagazine. Wir alle kennen die Vogue und so weiter, wo sehr viele den Traum haben. Und auch ich fände es toll, da auf dem Cover zu sein, gar keine Frage. Aber man kriegt natürlich auch viel mit, vor allem jetzt in der Branche, in der wir uns bewegen, in der Bubble. Und ich habe schon wirklich oft gehört, wie teuer das teilweise für die Fotografen und Fotografinnen ist, diese Strecken zu machen, weil sie dann am Ende alles selber finanzieren müssen und das auch gerne machen für den Prestige, den sie als Gegenleistung bekommen. Und da ist auch eigentlich, ich finde, da ist auch jetzt gar keine Wertung drin, sondern wenn du auch wirklich denkst, dass es dir am Ende vielleicht mehr Kunden bringt oder die richtige Zielgruppe, dann ist es eventuell sogar richtig gut investiertes Geld. Aber man muss da, glaube ich, so ein bisschen das Ganze entzaubern. Aber woher glaubst du, kommt das? Also woher kommt dieser Wunsch? Weil ich hatte das nie, ich war nie Fashion-Fotograf, ich bin da irgendwie nicht in diese Welt reingekommen. Ich weiß aber von Kolleginnen und Kollegen, dass das immer noch bei vielen die Auszeichnung ist, ein Cover auf einem Magazin zu haben, Ja. auf einem renommierten Fashion-Magazin natürlich. Ne? Ja, ich meine, du sagst es ja schon, es ist eine Auszeichnung. Plus, heutzutage ist ja auch so viel digital. Und das ist halt wirklich was du dir zu Hause hinlegen kannst und was du deinen Oma und Opa zeigen kannst, deinen Eltern. Und zum Beispiel Vogue ist ja jedem ein Begriff. Also wenn du das denen in die Hand drückst, kannst du ja sagen, guck mal Leute, ich habe es geschafft. Ist das immer noch So, so, ja? Das ist Ich so, denke schon, ja. ja. Hast du das auch, den Wunsch noch? Ich würde nicht Nein sagen. Also wenn ich fürs Vogue-Cover angefragt werde und auch, selbst wenn ich dafür Geld bezahlen muss, ist vielleicht auch blöd, dass ich würde es machen. Ja. Ich würde es machen, ja. Ja, ist ja auch okay, wenn man das, also man muss es ja nur entscheiden für sich, aber so wie das viele wahrscheinlich denken, deswegen haben wir den Punkt ja auch hier drauf, ist es nicht. Es ist nicht diese Zauberwelt. So. Ja. Und ich glaube schon, dass es wirklich die absolute Spitze der Pyramide gibt, die dafür sehr viel Geld bekommt. Ja, definitiv. Safe. Und im besten Fall landet man da irgendwann. Ich meine, dream big. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen. Es gibt definitiv Features in Magazinen, die werden sehr, sehr teuer bezahlt für die Fotografen. Aber eben auch viele, die dann eben nicht bezahlt werden. Ja. So, die letzten Sachen hier. Fotostudio und Location. Also Fotostudio ist ja ein Riesenthema, was wir schon mal in einer wirklich Folge ganz ausführlich behandelt haben. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann aber absolut rein da. Aber generell, ne, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ein Fotostudio muss man nicht selber besitzen. So, das ist sehr teuer, wenn sich's aus irgendwelchen Gründen rentiert. Mega, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, miete dich irgendwo ein, wenn du es brauchst. Und Location, da freue ich mich drauf. Wir haben natürlich vorher schon mal ein bisschen gesprochen, weil wir ja auch die Punkte hier aufgeschrieben haben. Wie hast du es nochmal genannt? Abandoned Places. Ja, und ich war so, was? Abandoned? So, ich kenne das unter dem Namen gar nicht. Im Endeffekt diese Lost Places. Wir alle kennen das. Also wirklich, ich dachte früher auch kurz, das ist cool. Ja, man denkt irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie denkt man, das ist cool. So. Aber es ist absolut nicht cool. Es ist absolut nicht cool und da tut es mir auch leid, wenn wir hier irgendjemanden auf den Schlips treten. Ja. Aber solche Ruinen, Entschuldigung, das ist nichts, was man im professionellen Bereich irgendwo sieht. Nee, und nicht sehen sollte auch. Nee. Also vielleicht haben wir irgendwann mal wieder so einen weirden Trend, wo das dann wieder kommt, aber dann kriegen wir die Folge hier um die Ohren gehauen, sage ich dir. Ich habe mich ja auch gefragt, warum ich das persönlich nicht mehr schön finde. Ich habe es dir erzählt, weil habe ich dann auch gesagt, ich finde, ein Foto sollte ganzheitlich durchdacht sein, wenn man es inszeniert, was ja dann oft auch diese Fotos sind. Man geht ja bewusst zu so einem Platz hin und fotografiert da. Und wenn man da irgendwie eine schöne Frau oder einen schönen Mann hinstellt in so eine Location, dann will man ja irgendwie was Schönes auch. Also will man ja irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein Wikinger-Theme habe und so ein Typ im Wikinger-Kostüm stecke, dann macht es vielleicht sogar Sinn, da zu fotografieren. Aber wenn ich wirklich jemand Schönes, ein Model da fotografieren möchte, mit einem schönen Outfit, dann macht es doch keinen Sinn, da irgendwie so eine Ruine dahinter zu sehen. Also das
Ich verstehe es einfach Vor allem nicht. nicht nur Ruine, sondern es ist ja oft auch wirklich so, also komplett abgeranzt. Graffiti überall. Ja, und dann liegen noch irgendwie Spritzen und Ja, so. ja. Also wirklich so. Man denkt sich so, okay, Ja. wow. Ja. Ja, das und am Ende noch super schöne Locations. HDR-Look, Ja, dann ja, ist ja. bei mir auch vorbei. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, Und dann macht man sich noch ein Wasserzeichen drauf. macht man sich noch ein Wasserzeichen in die Ja. Ecke. Auch da, ich glaube, da überraschen wir jetzt die Leute auch nicht. Aber ich hatte Wasserzeichen am Anfang in meinen Bildern. Ich auch, safe. Ja, Aber ich dachte, ich bin richtig cool und baue die irgendwo ein, wo man sie nicht sofort sieht. Ah ja. Ich habe die So einer irgendwo, bist du. irgendwo im Hintergrund dann so unscharf auch und so. Dachte ich bin richtig Ja, kreativ. ich hatte da Luise Blumenstengel Photography, hatte ich auf Ja. jeden Fall auch in der Ecke schön so verschnörkelt Ja, und dachte auch so, ja, wenn mir Leute meine Bilder klauen Ja, und genau. so richtig. genau. Und wir sind da auch erst drauf gekommen, weil wir dann nochmal so Lost Place Fotos uns angeguckt haben und das Die waren hatten halt auch Wasserzeichen, ja. genau die Fotos mit Wasserzeichen. Ja, und so traurig es jetzt für manche Menschen klingt, aber ja, ich muss es leider sagen, die meisten Menschen, die sich Wasserzeichen auf ihre Fotos machen, diese Fotos will man halt nicht klauen. Also es ist leider so. Es ist hart, es ist sehr hart, Ja. aber ja, man hat kein Bedürfnis, sich so ein Foto irgendwie zu klauen, zu drucken. Und selbst wenn es sich jemand runterlädt und als Poster drucken möchte, dann sei doch stolz drauf. So, dann freu dich doch, dass jemand dein Foto so toll findet, dass er sich ausdrucken kann. Aber es wird nicht der Moment kommen, wo jemand dieses Bild an eine Brand oder ein Magazin verkauft und richtig Geld damit verdient. Diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, die waren auch noch nie so richtig da. Ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, mal eine Situation gehabt, wo ich ein Wasserzeichen auf meine Fotos machen musste, weil ich von der Agentur gesagt bekommen habe, der Kunde benutzt mal gerne ohne die Einwilligung des Fotografen Bilder. Deswegen mach mal lieber ein Wasserzeichen drauf, dass du einfach für dich sicherstellst, dass der Kunde das nicht macht. So. Und wie sah das Weil dann aus, das Wasserzeichen? das war einfach mitten drauf, komplett groß auf dem Bild drauf, so ja, halb dein durchsichtig. Name, So. dein Logo. Das waren dann einfach, ich habe denen alle Bilder gegeben zur Auswahl und habe aber da immer ein Wasserzeichen drauf gemacht, weil eben die Ansage kam, sei mal bitte vorsichtig, weil wir haben das schon erlebt, dass dann irgendwo Bilder auftauchen, die auch unbearbeitet waren teilweise und so weiter. Und da habe ich das dann schon gemacht. Das aber ergibt ja auch total ganz Sinn. andere Situation natürlich. Ja, bei Programmen wie PicDrop gibt es ja auch die Möglichkeit, bei einer Vorschau immer Wasserzeichen anzumachen. Ja. Und das verstehe ich komplett. Ja. So, vor allem, wenn es da um ein Kundenprojekt geht und so weiter. Richtig. Aber das, was wir meinen, ist ja wirklich, man zeigt jetzt Bilder auf seiner Webseite, auf seinem Blog und Instagram. da also wegnehmen, zumal es gibt auch Photoshop, es gibt mittlerweile auch KI, ist jetzt nicht so, als würde ein Wasserzeichen komplett das Bild schützen, sondern einmal umrandet das Ding und schon ist es weg. Also Richtig. ja. Spart euch die Zeit. Ja, spart euch die Zeit. Ja. Okay, die letzten 2 Sachen. Printverkäufe, das habe ich noch aufgeschrieben, weil ich glaube, viele Leute denken, dass sie Prints anbieten können und dass alle sofort kaufen und dass die Leute an die Bude einrennen. Und vor allem bei so Porträtfotos ist es wirklich, ja, erwarte nicht, dass da 1000 Leute bei dir Schlange stehen und sich fremde Menschen in ihre Wohnung hängen wollen. Wahrscheinlich nicht mal 100. Nee, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Auch hier wieder, wenn du der absolute Superstar bist, dann kann das schon sein, dass da einige Leute ein Unikat sogar von dir haben wollen und eine Auflage von 5 Bildern pro Print. Oder eben in der Kunstszene auch. Ja. Genau. Und auch ich muss sagen, ich würde auch Prints verkaufen, keine Frage. So, das soll es gar nicht heißen. Aber erwartet nicht, dass, wenn ihr jetzt so eine Printkollektion rausbringt, irgendwie ein Poster-Drop, dass sich das jetzt jeder kaufen aufhängt. Das ja selbst du nicht. Also du und ich beide, wenn wir irgendwelche Bilder als verkaufen, ich glaube, wenn ich Bilder von mir verkaufen würde, ich würde nicht mehr als 20, 30 Bilder verkaufen. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß, ich auch nicht. Ich weiß es natürlich nicht, aber vor allem, wenn da ein Model drauf ist. Nee. Mit Gesicht. Ja. So, wenn es so ein bisschen artsy ist und so, vielleicht ist da nochmal was anderes. Aber auch Landschaften und so weiter. Aufwand, das richtig zu machen, das sauber zu machen, das zu verkaufen. Man muss sich mit den Steuern auseinandersetzen. Man muss im besten Fall auch ein Shopsystem dann haben, wo das irgendwie kaufbar ist und so. Also man muss sich das natürlich auch gut überlegen. Aber
Stellen sich manche vielleicht zu einfach Ja. vor. Aber wenn du denkst jetzt zum Beispiel, oh, ich würde gerne mit der Fotografie Geld verdienen und denkst halt, naja, dann verkaufe ich jetzt Prints, kann ich dir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, das wird deine Miete nicht bezahlen. Ja. So. Zumindest nicht dauerhaft. Zumindest nicht Ja. dauerhaft. Ja. Außer, wie gesagt, du bist hier der neue Superstar, dann Ja. würde ich dir empfehlen, das zu machen, weil dann ist Ja. natürlich super. Ja. Genau, und jetzt die allerletzte Sache, Jules. Wir haben hier wirklich lange gequatschelt. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Blitzlicht. So, da muss ich halt sagen, ich dachte vor lange, ich muss immer Blitze nutzen, wenn ich nicht natürliches Licht nehme. So, und Verstehe ich nicht. Erklär mal kurz. Also, ich erkläre. ja. Im Endeffekt gibt es Dauerlichter, die Ja. du auch nehmen kannst. So, du musst nicht, ich will jetzt keine Marke nennen, aber irgendeinen Blitz aufschrauben und dann ein absolutes Blitzsetup aufbauen, zumal das oft, finde ich, schwieriger ist, als mit Dauerlichtern zu arbeiten. Definitiv. Und es gibt Situationen, wo ein Blitz unumgänglich ist. Wenn du Sachen einfrieren willst oder jetzt so ein Aufsteckblitz, das ist ein Look, verstehe ich. Tageslicht wegblitzen möchtest. Genau, verstehe ich absolut. Aber ich mache so viele Shoots mit Dauerlichtern. Also wirklich. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass Dauerlichter auch teurer sind oft und viele sich erstmal günstige Blitze leisten, bevor sie sich wirklich ein Dauerlicht, was die gleiche Wattzahl hat, leisten können. Ja. Da verstehe ich schon, dass viele erstmal zum Blitz greifen. Vor allem ja dieses, ich weiß nicht, ob man das so nennt noch, Strobist hat es früher gehießen, glaube ich, dass man so einen Aufsteckblitz auf ein Stativ steckt und dann so einen Schirm dazu noch irgendwie. Das ist ja so die billigste und schnellste billigste Form von Blitzen, glaube ich, dass man wirklich einen Aufsteckblitz nimmt und den entfesselt blitzt. So hat es früher geheißen. Ja, ist halt auch immer noch so. Genau. Und das ist natürlich low budget, aber es funktioniert ja schon für viele, so gerade für so kleine Porträts und sowas. Aber ich habe früher schon auch gelernt, mit Blitz zu fotografieren. Und ich finde auch, es ist wichtig, dass man das lernt und kann und auch weiß, wann man einen Blitz benutzen sollte und wann nicht. Genau. Sag mal eine Situation, wo man auf jeden Fall einen Blitz nutzen muss. Ich hatte vor kurzem das Erlebnis mit einem Kollegen, dass er vor Photoshop saß und sich geärgert hat, dass jedes Bild von seiner E-Com-Strecke einen anderen Weißabgleich hatte. Und dann habe ich gefragt, ja, wie hast du das denn fotografiert? Und dann sagt er halt, ja, mit hier Dauerlicht. So, und dann meinte ich, ja gut, aber sobald da eine Wolke vor die Sonne kommt und du das Studio nicht 100% abgedunkelt hast, ändert sich eben der Weißabgleich ständig. So, weil ja der Himmel sich auch ändert. Und da hat die Person es erstmal nicht verstanden. Und dann meinte ich so, ja, das kannst du ja mit Blitz lösen, dass du einfach das komplette Licht, also das Tageslicht wegblitzt oder dunkel machst und dann mit dem Blitz wiederum das Licht herstellst, sozusagen. Und da ist auf jeden Fall ein Blitz sehr von Vorteil. Oder eben, wenn man nicht viel Licht hat und eine Bewegung, wie zum Beispiel ein Fußballspieler, der einen Fallrückzieher macht, einfrieren möchte. So. Oder ein Wassertropfen. Oder ein Wassertropfen. Aber selbst da ist dann wichtig, wie die Abbrennzeit von einem Blitz ist. So, da habe ich mich sehr, sehr lange mal mit beschäftigen müssen, weil ich genau das mit dem Fußballer machen musste. Und da geht es ja dann um Tausendstel. Und wenn du es wirklich 100% scharf haben möchtest und eingefroren hast, dann zählt sogar die Abbrennzeit des Lichtes. Und daher geht es dann um Tausendstel. Aber ja. Genau, bei diesem Blitzszenario, also das kenne ich auch, dass man vor allem dann auch am Anfang ein paar Fotos macht ohne Blitz, um dann halt zu gucken, ob bei der Einstellung, die man in der Kamera hat, ob das ganze Bild wirklich schwarz ist. Genau. Weil so kannst du dann tatsächlich checken, kommt von irgendwo noch Licht rein. Und wenn das wirklich komplett dunkel ist, dann machst du noch ein Foto mit Blitz, damit du dann auch sehen kannst, ob alle Einstellungen korrekt sind. Dann kannst du dir ganz sicher sein, dass halt der Weißabgleich immer passt. Genau. Aber dann denke ich mir gerade, okay, dann kann ich das doch eigentlich bei Dauerlicht genauso machen. Dann muss ich halt nur ein sehr leistungsstarkes Licht mir zulegen. Und welchen Punkt ich da auch verstehe, ist, ich muss auf jeden Fall schauen, dass wenn ich jetzt Menschen fotografiere, die noch ins Licht schauen können, weil das schon einen Unterschied macht, ob das Licht nur kurz kommt oder die ganze Zeit leuchtet, weil irgendwann kneifen dann die Leute halt wirklich sehr doll die Augen zusammen. Ja. Schatten darf man auch nicht vernachlässigen. Schatten sehen anders aus bei Dauerlichtern als bei Blitzen. Das liegt an den LEDs, aber mit verschiedenen Aufsätzen, wie zum Beispiel in der Fresnel, jetzt wird es ganz schön nerdy, ne? Aber ändert sich auch nochmal der Schatten und sieht anders aus. Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt mein Punkt ist so, es ist toll, sich mit Blitz auseinanderzusetzen und du kannst auch ein
Studio-Setup mit Blitz bauen, aber du musst es nicht. So, ich zum Beispiel präferiere Dauerlichter. Ich mag super gerne das Butterfly, was wir hier haben. Das ist so ein großes Frame, wo man Licht reflektieren kann oder halt durchscheinen lassen kann. Und das ist für mich ein super tolles, natürliches Licht, was ich sehr gut regeln kann, wo ich zwischendurch auch mal easy Videoaufnahmen machen könnte. Mache ich nicht oft, aber ab und zu, was ich mit Blitz schwierig könnte. Und dementsprechend, es gibt wieder viele Wege nach oben, nur um das einfach nochmal zu sagen. Und Ich shoote ja gar nicht mit Blitz eigentlich. Ich bin Aufsteckblitz doch. Aufsteckblitz, genau, wenn ich irgendwie im Studio oder drin bin. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich viel realistische Lichtsituationen bauen muss. Im Sinne von, ich muss einen Raum so ausleuchten, dass er nicht ausgeleuchtet aussieht, sondern dass es aussieht, als würde die Sonne da reinscheinen. Ja. Und da ist natürlich Dauerlicht sehr von Vorteil, weil man eben den ganzen Tag genau das gleiche Licht hat in dem Raum. Und das auch mal noch Video wahrscheinlich parallel geben kann. Und eben Video auch noch parallel passiert, genau. Aber ja, ich habe eigentlich nur einen Aufsteckblitz. Ich besitze sonst keinen Blitz. Ja. Generell Lichtfolge wollen wir auch noch aufnehmen, oder? Ja, steht, glaube ich, auf unserer Liste. Da können wir noch mal ausführlicher drauf eingehen. Ich sehe nämlich schon Leute, die sagen, wieso sprecht da mehr drüber? Es wird kommen. Voll. Aber das sind die Dinge, die wir uns aufgeschrieben haben. Wenn euch noch Sachen einfallen, schickt uns die. Vielleicht gibt es irgendwann noch einen Teil 2 oder vielleicht ist es auch sogar Teil 3. Ich würde sogar diese Expectation Reality Folge damit dazu zählen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Menschen noch solche Sachen finden und auch in die Kommentare schreiben, weil wir haben uns jetzt schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht und da gibt es aber bestimmt noch ganz viele andere Themen und Punkte. Und was vielleicht wirklich spannend ist, welche Sachen übersehen wir jetzt zum Beispiel bei Anfängern und Anfängerinnen? Wir aus der Profisicht haben wahrscheinlich auch so Ansichten entwickelt, die halt für andere Leute so, wo die sagen, jo, was ist mit euch los? So. Genau. Ja. Da wäre es ja auch spannend, mal ein bisschen mehr noch die andere Seite zu hören. Ja. Oder was denken die halt über Profis? Und könnte man ja auch nochmal so in den Austausch gehen. Absolut, ja. Aber ja, Jules, finde ich, ist eine spannende Folge. Lassen wir so stehen. Und haben wir jetzt auch noch so ein Outro? Auch noch so Musik, die jetzt kommen soll? Nee, ne? Schauen wir mal. Wenn nicht, dann hört man es jetzt nicht. Darüber haben wir uns noch nicht unterhalten. Aber gut. Schauen wir mal. Klappe zu, Affe tot, ne? Vielen Dank. Und tschüss. Tschüss.